Eines der härtesten Wohnmobile ist made in Germany. Sowohl das Basisfahrzeug, ein Unimog, da werden wir gleich ein bisschen was erfahren, aber auch alle Details an diesem Wohnmobil sind ganz speziell. Ich grüße dich, Tobias Teichmann. Du bist der Geschäftsführer der 4Wheel24 GmbH. Richtig, grüß dich Sven, hallo. Wir sind hier in Hasloch bei 4Wheel24 und das ist Macchiato. Es ist eine Augenweide, ich muss gar nichts sagen. Ich bin jetzt mal kurz ruhig. Es gibt so viel zu entdecken, dass wir vielleicht mal mit der Basis anfangen. Wozu kauft man sich so ein Ding? Ja, es war wieder ein bisschen was Quergedachtes, weil im Ursprung ist es einer der hässlichsten Unimogs, die man auf dem Markt überhaupt bekommen kann. Ein U418. Und ich habe ihn erworben irgendwann mal, weil ich noch keinen Unimog hatte. Und in unserer Branche, in der Offroadigen LKW-Branche, gehört es auch mal dazu, wenn man mitreden will, dass man vielleicht einen Unimog mit im Bestand hat. Das war der Grund des Erwerbes dieses Fahrzeuges mit dem erfolgten Aufbau. Der war ursprünglich mal kommunal orange und sehr, sehr hässlich mit einer Sichtmotorhaube. Das bedeutet, diese Motorhaube haben wir selber kreiert mit dem modernen Grill. Die Originalmotorhaube kennt vielleicht jemand von Bildern, hatte so einen Sichtkanal, kommunal orange und nicht sehr ansehnlich. So, und du bist ein Spezialist für Design. So viel kann man das sagen. Du hast zwar was ganz anderes studiert. Das heißt aber nicht, dass man Design nicht kann. Wir haben ganz bewusst uns für diese Optik entschieden. Du hast zu mir gesagt, komm hier, es gibt ganz schöne Kiesgruben. Wir werden vielleicht auch gleich mal mitfahren. Da fahren wir woanders hin. Aber ich habe gesagt, eigentlich ist hier der Container hier. Ich zeige das mal gerade. Hier ist Holz, da ist Abfall, da vorne steht Eisen, ja. der geile Stapler. Das ist so ein bisschen, der Look ist ein bisschen industrial. Industrial, ja, Garbage, eigentlich so ein bisschen Garbage, ne? Also das heißt, Der hier. Der hier auch, weil im Großen und Ganzen ist die Brücke, die du baust, schon richtig, weil alles, was wir, guck mal, wir haben hier vorne Riffelblech verarbeitet, weißt du warum das da dran kam? Wir hatten nichts anderes zu dem Zeitpunkt. Ich wollte eigentlich Glattblech, aber wir hatten nicht genug Glattblech und es musste schnell gehen, also haben wir so ein Riffelblech ausgeführt. Das war damals, da warst du 13 oder was? Naja, da war ich nicht 13, da war ich tatsächlich schon so alt, wie ich jetzt bin. Ich habe das erst irgendwo so Stück für Stück im Laufe der letzten Jahre erdacht und eigentlich ist es erst so in den letzten, ja, so aus dem Hobby heraus am Wochenende im letzten halben Jahr dann fertig geworden. Ne? Es gibt was ganz Besonderes, das muss man wirklich erwähnen bei diesem Wohnmobil. Es hat schon härteste Touren mitgebracht, aber es fährt nicht mit Diesel, sondern es fährt mit Wachs. Und das ist das erste wachsgetriebene Fahrzeug dieser Welt. Man sieht es auch hier. Man sieht es, das ist ein spezielles Korrosionsschutzwachs. Wir hatten es letztes Wochenende nochmal nachkonserviert, einfach aus dem Grund heraus, weil die Grundsubstanz nicht so gut war. Man sieht es hier überall an allen Ecken noch und das nennt sich Mike Sanders. Es ist nur nicht endgereinigt danach. Sag mal, wenn das jetzt sehr heiß wird im Sommer, dann läuft es überall eine ganze Weile noch raus. Das ist aber so gewünscht. Normal. Das ist so gewünscht, dass wir einfach überall in allen Winkeln das Wachs drin haben, damit er nicht von innen raus weiter rosten kann. Dieses wunderschöne Wohnmobil riecht auch so ein bisschen, kennst du den Geruch, wenn du neben dem Motor stehst, wenn du früher mal diese roten Schienenbusse gefahren bist von der Bahn. Da bist du wahrscheinlich zu jung, oder? Doch, ich bin ja auch schon deutlich älter, als ich aussehe vielleicht, hoffentlich zumindest. Der hat momentan noch sehr schwefelhaltigen Diesel in sich, deswegen riecht er auch so. Also wir haben noch nordafrikanischen Diesel im Tank. Wir waren damit ja in Tunesien zu unserer Workshop-Tour im Oktober. Und deswegen riecht er noch ein bisschen schweflicher als man es jetzt gewohnt ist vom Kraftstoff. Und das ist der Grund. Ja. So. Basis, also bevor wir auf die ganzen Details eingehen, wir haben ihn extra mal rausgestellt, es ist kalt, heute ist der 1. Februar 2000, du wolltest ihn drinnen drehen, ich habe gesagt, der muss raus, weil die Farbkombination ist, halt andersrum, das gebe ich zu. Also hier im Licht, der muss raus. Es fängt an mit der Stoßstange, hier ist quasi nichts mehr original, ist das alles eingetragen?
Es ist alles, was wir umgebaut haben in dem Auto, auch soweit eingetragen, was eintragungsbedürftig war. Ne? Die Lichter hier selber haben eine ECR-Zulassung, haben ein E-Prüfzeichen, die muss ich nicht eintragen. Ne? Die sind also typgeprüft. Der hatte eine Schneeschildplatte hier vorne, also das heißt, es war ein kommunaler Unimog, an dem man auch einen Schneeräumer dran bauen konnte. Hatte Zapfwellen, hatte noch Hydraulik. Da werden jetzt natürlich manche sagen, um Gottes Willen, warum baut er das alles runter? Wir haben den komplett nackt gemacht, alle hydraulischen Einrichtungen, auch die Schneeplatte entfernt und haben ihm hier eine eigens kreierte Seilwindenstoßstange verpasst. Aber die Originalecken der Bauweise des Unimogs haben wir wiederverwendet und unsere LED-Scheinwerfer da rein integriert. Ne? Und du hast eine eigene Haltung. Ihr habt hier Jungs, die können alles in Erstausrüsterqualität fertigen. Das bedeutet, wenn jemand von Mercedes-Benz sowas sieht, der sich auskennt, hier ist nichts gefuscht. Hier ist alles, es ist alles so, als wäre es so vom Werk gelaufen. Also es gibt ja, ich sag mal, Zulieferer bzw. Spezialisten, die auch direkt für Mercedes-Benz arbeiten. Das bist du jetzt nicht. Aber so von der Qualität, das, was ich gesehen habe, die Portalachsen, zum Beispiel der Hersteller, zum Beispiel Letech, da war ich, die arbeiten so, weißt du, so wie du, so perfekt. Da ist alles. Also ich muss aber dazu sagen, hier ist zum Beispiel viel im Manufakturstil entstanden. Das sage ich dazu. Die Stoßstangen haben wir nie gezeichnet, sondern wir stehen davor, machen uns ein paar Gedanken. Der Konstrukteur an meiner Seite macht eine kurze Zeichnung. Wir legen auf unserem CNC-Plasmatisch, den wir auch noch hatten, die Teile und fertigen das einfach. Wir entscheiden dann, schleifen wir die Schweißnähte oder lassen wir sie jetzt. Hat der Kollege das so schön geschweißt hier, dass wir mit Sichtnähten gearbeitet haben. Das heißt, das ist tatsächlich in 5 Stunden Arbeit, auch mit diesen Kühlschlitzen, wenn du hier mal runter guckst, ne, das haben wir ausgespart, ist es im Manufakturstil entstanden. Da gibt es keinen Plan dafür. Das ist total einmalig an dem Auto. Ne? Ja. Das ist dein Logo, das hast du draufgebracht, 4Wheel24. Du hast ein Unternehmen, du bist ein großes Kind, so muss man es wirklich sagen. Du hast dir nämlich einen Luxus erlaubt, niemals erwachsen zu werden. Und ist denn das mit einer Familie vereinbar? Du hast ja auch, ich glaube, 7 Kinder. Ja, ich habe 3, ja. 3 Kinder, Familie und so weiter. Macht die Frau das mit? Die macht es mit, aber ich muss schon sagen, dass da viel Zeit natürlich für diese Sachen drauf geht. Aber ich habe trotzdem noch das Glück, so gut wie jeden Tag zu Hause zu sein. Ja, du wohnst um die Ecke, oder? Ich wohne nicht so sonderlich weit von hier weg, 6, 7, 8 Kilometer. Insofern ist das, komme ich auch in den Genuss unter der Woche, meine Kinder natürlich zu sehen, auch wenn die Zeit natürlich knapp ist mit solchen. Ich darf dir mal groß kommen. Also ich habe ja ganz oft diese, Serien gesehen aus Amerika. Da nehmen die sich irgendwelche Autos, ja, schweißen die um, machen und du denkst immer, das kriegst du nie zugelassen beim TÜV. Die fahren damit sogar noch auf irgendwelchen öffentlichen Straßen rum, um die mal auszuprobieren. Geht auf deinem Gelände, Privatgelände, kannst du ja auch sowas auch mal fahren, also auch mal Probe fahren, auch wenn es noch nicht zugelassen ist. Ich glaube, wenn das Gelände nicht öffentlich zugänglich ist. So, aber du machst unglaubliche Dinge und kriegst die auch eingetragen. Das geht heutzutage alles, wenn es den Vorschriften entspricht, richtig? Den Vorschriften entsprechen und ein Tipp für jeden, man muss auch die Leute von den Prüfstellen, ob das jetzt der TÜV oder die DEKRA ist, mit ins Boot nehmen. Ne? Du kannst nicht solche Sachen einfach blind machen und dann hinstellen und sagen, nimm das mal ab, sondern wir haben hier einen laufenden Prozess. Bei uns ist die DEKRA im Haus und das wöchentlich. Das heißt, damit sind wir in der Lage, auch die Sachen abzusprechen, zu besprechen, wie weit können wir was machen und in den Bauprozess mit einzunehmen. Ne? Und hier war es jetzt gar nicht so dramatisch. Wir haben einfach die eigentlich gefährlichere Schneeräumplatte mit mehr Kanten gegen eine Platte ausgetauscht, hier mit besseren Rundungen. Das ist ja alles original geblieben. Das war nur ein bisschen weiter draußen gestanden. Die Haube ist jetzt kein Teil. Da geht es auch darum, dass man keine Scharfkanten hat. Also das heißt, es ist natürlich ein Riffelblech, aber die Kanten sind alle das Fußgänger da nicht. Dass man keine Fußgänger raufnimmt. Und dann bleibt es beim Nutzfahrzeug ja auch, man muss immer differenzieren. Ein Nutzfahrzeug, ein LKW unterliegt dort ein bisschen einfacheren Möglichkeiten als ein Pkw. Ne? Also am Pkw, du kannst mit Reifen im Nutzfahrzeug anders agieren. Beim Pkw gibt es die sogenannte 8%-Regelung, gerade bei den neueren Fahrzeugen. Oder was ist das? Man dürfte zum Beispiel bei einem Geländewagen keine Reifen montieren, die einen mehr als 8% höheren Abrollumfang haben. Ne? Und das ist beim LKW nicht so relevant, weil auch die Abgasprüfverfahren andere waren. Beziehungsweise auch hier ein Baustand ist in dem Alter, der ist Baujahr 93, der Grund Unimog. Ne?
der mehr zulässt, weil ja das Fahrzeug immer sein Baujahr mitnimmt, auch für die Voraussetzungen, wie man umbauen kann. Ne? Mike Sanders, überall. Mike Sanders ist überall reingetropft. Ich habe das ja erst, wie gesagt, vor 2 Wochen am Wochenende gemacht. So, klär mich auf. Das ist eine Hohlraumversiegelung, glaube ich. Ja, Damit kannst so, du alles machen, ne? Mike Sanders ist so ein Korrosionsschutz, Fett, Wachs, was seit Jahrzehnten schon bewährt ist. Ne? Also man greift immer gerne darauf zurück, weil es bleibt dauerhaft bewegungsfähig. Das machst du heiß, oder? Das machst du heiß, das musst du so auf 100, 120 Grad erwärmen und dann auch heiß einbringen. Ne? Das ist ein bisschen eine Sauerei, man sieht es ja. Aber ich habe den jetzt noch nicht mit Wasser, weil es ist ja Winter und wenn ich den jetzt groß... also Wachs ist ja Fett. So. Genau. Und der Vorteil ist, relativ weich, ne? wo Fett ist, gibt es keinen Rost, korrekt? Genau, also das läuft nach und läuft dann in die ganzen Ritzen, in die Hohlräume rein und arbeitet noch über Jahre hinweg, bleibt es kriechfähig. Ne? Also das heißt, es ist immer unter diesen Produkten, wenn es um Korrosionsschutz in Innenräumen geht, in Hohlräumen, gehört es zu den Top-Produkten, die wir überhaupt anwenden können. Ne? Ist es nicht ganz billig, die Anwendung muss man geübt haben, ist eine Riesensauerei. Ja, mache ich immer selber ganz gern. Machst du selber, so. Dass ich auch weiß, ob es gut im Wachs steht. So, damit wir mal, ich sag mal, ein bisschen weiterkommen. Wir könnten locker 5 Stunden hier in dem Auto drehen. Es gibt nämlich so viel zu sehen. Du hast eine Reifendruckregelanlage eingebaut. Ich habe eine Reifendruckregelanlage. Ich habe das ist also ein Reifendruckregelsystem mit sogenannten Schlauchdepots. Das heißt, dieses System können wir hier mit dieser Kupplung auf das Ventil pinnen, ja, und dann also, wie man hört, jetzt füllt er auch den Reifen befüllen. Er füllt deswegen, weil wir noch ein bisschen Restdruck in den Tanks haben. Was ich hier noch gemacht habe, ich habe ein zweites Ventil eingebracht mit einem kleinen Reifendrucksensor, damit ich den Reifendruck auch innen kontrollieren kann. Ist das zuverlässig? Das ist sehr zuverlässig, ist jetzt nichts Besonderes. Das ist, glaube ich, von der Firma ELV ein System, was bis 8 Bar kann. Das ist bei LKWs immer wichtig, dass man auch Systeme anschafft, die diese Drücke der Räder dann wirklich abkönnen. Ne? Wir haben den größeren Bereich, vielleicht mal so ein paar Hardfacts, dass jeder weiß, was es überhaupt ist und warum man sowas macht. Also ich meine, ich verliere immer die Lust, wenn es was ist, was jeder hat. Ne? Das hast du vielleicht schon festgestellt. Ich stelle dich mal gerade daneben, dass man einmal kurz sieht, Also das heißt, wie groß der Reifen ist. Nee, stell dich mal rechts daneben, bitte. So, und jetzt mal so ein Bein mal direkt daneben halten, so dass man das sieht. Also der geht dir locker über den Hintern rüber. Ja, der ist 1,6 Meter oder 1,7 Meter. Ne? Das ist schon ganz großzügig für dieses kleine Fahrzeug. Ja, also hinten wie vorne der gleiche Reifen. Vorne gleich, ja. So, da hinten auch. So, warum macht man sowas? Du hast eben gesagt. Warum man sowas macht? Also dieses Fahrzeug, da gab es nur um die 750 Stück. Das war einfach mal ein Reiz, irgendwas zu nehmen, was... Nein, den Reifen, den großen. Den großen Reifen. Ja, warum macht man das? Man hat natürlich jetzt hier eine längere Übersetzung ein bisschen. Der hatte original ja einen Reifen, der irgendwo 10% kleiner war. Und man hat natürlich bessere Böschungswinkel und eine bessere Geländegängigkeit an dem Fahrzeug. Ne? Also das heißt, die Freigängigkeiten auch unterm Fahrzeug sind Das heißt, ich brauche gar keine Portalachsen, sondern ich nehme einfach einen größeren Reifen, dann habe ich wieder mehr Platz. Ein Teil des Ganzen gemacht, aber ich erreiche natürlich noch mit den Portalachsen noch höhere Freigängigkeiten unter der Achse. Das ist ganz klar. Die erreiche ich aber auch mit einem größeren Reifen. Hier hat man natürlich beim Unimog beides. Ne? Hat der Portalachsen? Der hat Portalachsen. Sag mal, also wenn wir vorne drunter gucken, ist es wie bei den schönen Letech Gs, man sieht es, ne? Außen die Portale, der hat serienmäßig Portalachsen, also das ist natürlich... Also wer sich auskennt, da liegt der Drehmittelpunkt nicht mitten im Rad, sondern drüber. Genau, ne? Also es hat außen nochmal ein Getriebe, mit dem man erreicht, dass man die Achsstumpfen, wenn man so sagt, die Achse sitzt, oder der Anschluss, die Räder sitzen damit um dieses Portal tiefer. Und dadurch hat man eine höhere Freigängigkeit unter dem ganzen Fahrzeug. Die ist so brachial, die Freigängigkeit. Der geht maximal geländegängig. Ja? Absolut. Also ich bin ja schon einige Fahrzeuge gefahren und der hat extrem positiv überrascht, auch durch die kompakte Bauweise und durch das geringe Gewicht. Der wiegt so wie er ist, nur beladen mit allem, was ich brauche, 4,4, 4,5 Tonnen maximal, ne? Und DÖF eigentlich 7,5. Sehr, sehr kompakt und auch leistungsstark. Also da kommt ja jetzt die neue Regelung, 4,25 Tonnen mit dem B-Führerschein. Ja, das würden wir gerade noch so, wenn wir ein bisschen abspecken, hinbringen. Ne? Also das wäre ein Gag, oder? Wäre ein Gag, ja. Der Fahrschulanfänger kann denn... der muss ja mindestens ein paar Jahre. Sag mal hier, ein paar nette Details. Du hast die Motorleistung leicht erhöht? Ja, der hatte... Also, darf ich den Motor mal sehen? Den Motor, können wir machen, ja. Da muss ich mal... Unimog hat immer Spezialöffner für die Motorraumklappe. Wo denn? Sag mal. Nee, das ist ein Werkzeug. Das ist jetzt, ob das ein U1300 ist oder so ein kleinerer. Da brauchst du immer einen sogenannten Dreieckschlüssel oder Dreikantschlüssel.
Und dann? So, und dann hast du hier bei dem Fahrzeug 2 Öffner. Den musst du also jetzt einfach nur... Das ist ja eigentlich ein Antriebsgerät für zum Beispiel einen Flug, einen Schneeflug, für Saatmaschinen. Eigentlich eine landwirtschaftliche Maschine. Eine landwirtschaftliche Maschine, so. Sehen, ne? Ein Traktor. Eine Art Traktor, aber jetzt einer mit schon ganz guten Eigenschaften. Ne? Hier sieht man übrigens noch die Sichtmotorhaube, die haben wir einfach überbaut. Ne? Also das war jetzt hier die Motorhaube nur und dann ging die so... Das ist das Rad nicht neu erfunden. Nö, ich habe das als Träger benutzt und habe meinem Karosseriebaumeister gesagt, komm, da machen wir jetzt mal was Schönes. Einfach mal was Schönes machen. Weil es könnt. Weil wir es können. Ne? Und dann haben wir dem Motörchen hier, also das ist ein 4 Liter Turbodiesel. Wo ist denn der Motor? Der lauter Schläuche? Sitzt da, ne? Vor lauter Schläuche. Ne? Ja, der hat einen Ladeluftkühler sogar, der hat einen Turbolader. Das ist der sogenannte UM 364, der kleinere Bruder des 366, der auch in den größeren Unimogs sehr bewährt war. Ein 4 Liter Diesel. Ein 4 Liter Diesel, genau. Okay. Ladeluftkühler, einen, zwei? Einen Ladeluftkühler hier und das heißt immer, wenn ein Ladeluftkühler drauf ist, spricht das für ein bisschen Leistung. Der hatte original schon 133 PS und wir haben den jetzt mit einem anderen Turbolader und mit Modifikation des Einspritzsystems auf etwa 200, 205 PS. Nochmal, wie viel hat er original? 133 und jetzt hat er 205 oder 208. Ja, also schon merklich mehr. Ist ja aus den Benzinern, aus dem ganz normalen Golf, 2 Liter, kann man ja auch 400 PS rausholen. Nee, das ist der 5-Zylinder, aber der 4-Zylinder. Also der Diesel könnte jetzt hier wahrscheinlich auch 250 PS, ne? Aber dann ist es schon, ja, ne? Also die Langlebigkeit. Ja. Die Langlebigkeit und diese jetzt guten 205 PS bei vielleicht 450 Newtonmeter Drehmoment auf den ja nur bestehenden 4,5 Tonnen, das muss man ja dazu sagen. Ne? Wir haben ja LKWs, die wir heute schon hatten, die hatten weniger Leistung bei doppeltem Gewicht. Ne? Wie zum Beispiel der hier hat 190 PS jetzt bei vielleicht 7,5 Tonnen, wenn alles fahrfertig ist. Das heißt, wir sind hier deutlich geringer. Ne? So, den haben wir übrigens extra hier hingestellt. Ich verweise nämlich auf ein extra Video. Dieses Fahrzeug hier haben wir auf Herz und Nieren gefilmt. Und alles gezeigt, innen, außen, sowas kostet, geht los bei ca. 150.000 € als Leerkabine. Richtig, da ist auf dem Fahrzeug. Da steht er so, wie er hier steht. Und das könnt ihr anfragen hier in Hasloch. Aber der hier, muss man wirklich sagen, egal wo du den abstellst oder wo Leute den gesehen haben, die rennen immer zu dem da. Ja, die finden den alle irgendwo cool. Ne? Und jetzt auch mit diesem Gesamtkonzept niedriger Schwerpunkt. Die Idee daran ist halt, einen maximal geländegängigen Wagen zu schaffen mit den Portalachsen, mit den großen Rädern, mit einem ausreichend leistungsstarken Motor. Der läuft auch schnell, also das heißt, der läuft sage und schreibe 110 Stundenkilometer, so wie er steht. Für einen Unimog ist es schon recht beachtlich. Und auch noch mit diesem kompakten Aufbau, mit dem großen Luftzelt, was uns einfach die Möglichkeit gibt, einen schnellen Einsatzcamper für warme Witterungsverhältnisse. Oropax? Braucht man nicht. Also ich komme ja zu diesem Auto, ich habe keine Ahnung davon gehabt, bevor ich ihn hatte. Der läuft ruhiger als jeder gebräuchliche sonstige Unimog. Das hängt damit zusammen, dass die Konzeption des Fahrerhauses eine ganze Ecke moderner ist. Also man kann sich während der Fahrt ganz gut drin unterhalten. Ne? So, auf das Zelt kommen wir gleich zu sprechen. Du hast einen Funktionsdoppelboden auf der Ladefläche gebaut, damit du daraus ein richtiges Wohnmobil machen kannst. Du hast eine Dusche mit warmem Wasser eingebaut. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Auf der anderen Seite hier vorne ist ein Kartuschenkocher, aber nicht irgendeiner, sondern ein großer von Campinggas. Ja, also das ist eigentlich ein richtiger Gaskocher schon, den haben wir umgebaut auf Kartusche. Da kommen jetzt wieder die Kritiker, den betreibe ich mit diesen 0,5 Liter Butan-Kartuschen. Damit läuft er eigentlich eine ganze Weile. Ne? Ja. Natürlich bei der Wärmeerzeugung drüben 90, 100 Liter knapp mit einer Kartusche. Das wissen die Leute ja noch gar nicht. Das haben wir noch gar nicht gezeigt. Denn du hast Folgendes gemacht. Du hast einen, glaube ich, Haushaltsboiler. Also warte mal, ich zeig mal was. Also, dass man den zunächst mal von hinten mal sieht. Wir haben die original kleine Kipperbrücke runtergebaut und diese größere draufgesetzt. Und im Zustand des Fahrens sitzt hier hinten noch das Ersatzrad. Das habe ich gerade demontiert
aus Gründen, ja, wir haben da ein bisschen was umgebaut noch. Das sitzt also genau an dieser Position. Das guckt doch ein bisschen raus, Ja, wenn man sitzt so ein gegenfährt. Stück raus und ist so schräg positioniert. Puffer auch noch. Ja, das ist fast wie ein Anfahrschutz. Ne? Hat also auch gute Dienste, war notwendig, dass wir das dabei hatten. Ne? So, wir haben den ein bisschen Länge gegeben, weil nämlich das Problem an solchen Fahrzeugen ist ja immer das gleiche. Wir haben vorne die Kabine, den Motor, das Getriebe, der ist zu schwer vorne. Also mussten wir uns was einfallen lassen. Und einer dieser Einfälle war, das 150 Kilo schwere Ersatzrad hier hinten zu positionieren. Und hier Sven, einen Tank. 250 Liter zusätzlichen Kraftstofftank, der in dieser Konstruktion verbaut ist. Ne? Das heißt, ich kann dieses Gestell mit 4 Schrauben lösen, mit dem Gabelstapler drunter fahren. Aber wie viel Liter? 250 sind hier. Und im Weil, als du eben gesagt hast, ja, der hat noch Kraftstoff von Tunesien, wo war der? Genau, hier ist noch der Rest von Tunesien, weil wir haben vorne nochmal 140 Liter. Also ich habe 140 Liter Original. Du hast rund 400 Liter. Genau. So, und jetzt kommt's, das ist auch so ein bisschen ein Gag. Du siehst hier die Leitung. Wir haben hinten einfach ein elektronisches Schaltventil dran gemacht und nutzen die Gravitation. Ach, wie die Klospülung, oder Genau. was? Also das heißt, ich mache das auf und dann läuft der Diesel aus diesem Tank in den anderen Tank. Und das Okay. sehe ich dann am Tankinstrument, wenn er dann wieder voll ist, muss ich es halt wieder ausmachen. Sonst überfülle ich den nicht. Aber es ist eine ganz einfache Lösung. Warum? Weil die kann ich unten mit der Schnellkupplung mit einer hydraulischen abmachen und kann das Gestell runterheben und habe dann Und dadurch, dass die Tanks miteinander verbunden sind, gilt das auch als zulässig. Das ist kein Treibstoffschmuggel. Die müssen, glaube ich, miteinander verbunden Die sind sein. miteinander verbunden dadurch und dieser Tank ist auch ein zugelassener, hat ein Zertifikat für Es Dieselkraftstoff. geht ja oft so, wenn du rund 400 Liter mitbringst aus Tunesien, da kostet der Sprit ja zweimal nichts, oder? Da kostet Sprit 60 Cent. Das ist also sehr schön, wenn man natürlich damit auch nach Hause kommt. Ne? Billig ist ja hier nichts. Also da kann man mal aufatmen bei 60 Cent. Aber der hier ist ordentlich zusammengespart, muss man sagen. Das Basisfahrzeug, wo kam das her nochmal? Als Basisfahrzeug habe ich privat erworben von jemandem, der eigentlich einen Schneeräumer wieder draus machen wollte. Hat so gekostet um die 15.000. Und die ganzen Umbaumaßnahmen, da müsste ich meine Zeiten mal rechnen. Ich habe das ja Zustand, wie war der damals? sehr korrosiv. Wir haben etliche Bleche neu machen müssen, die Türen. Also alles, was ihr hier unten rum seht, ab der Linie ist eigentlich teilweise mit neuem Blech versehen. Ja? Also Das sieht man aber nicht. Neu gemacht. Das ist auch nicht gemacht. Wir haben auch ordentlich gemacht, obwohl es schnell gehen musste. Auch hier die Falzen neu eingezogen. Das ist alles neu hier. Es sieht aus, als wäre es immer so gewesen. Ja, wir haben aber auch ein bisschen unseren Speziallack wieder genutzt, diesen Strukturlack, den wir haben das zusammen mit Glasurit, das hat uns Glasurit sogar lackiert, so als gemeinsames Projekt. Und das war auch so die Idee, was zu benutzen, was ein bisschen verwischt, ne? Wo du im Grunde genommen nicht ganz so sauber arbeiten musst an den Sicken, weil die Idee ist einfach schnell irgendwas Attraktives wieder daraus zu machen. Ne? So, ihr seid einer der besten Restaurateure für alte LKWs, die man auf neu macht, sodass sie wieder nicht ins Museum gestellt werden, da könnte man sie auch hinstellen, sondern man kann damit richtig wieder fahren, so als wären sie neu vom Band gelaufen. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Krux. Die Krux und also hier muss man dazu sagen, deswegen stehen wir auch hier richtig. Ne? Wenn du jetzt hier in den Metallcontainer guckst, wir haben hier alte Universal-Anhängerbordwände, die ich noch übrig hatte, die waren gebraucht, einfach benutzt, um diese Pritsche zu bauen. Das heißt, das ist also tatsächlich, wie viele Dinge, die ich für mich selber mache, ein Recyclingprodukt. Also das heißt, die waren in der Ecke rumgestanden, die hatten wir übrig. Unglaublich vieles wiederverwendet. Haben wir einfach wiederverwendet. Ne? Und somit ist vieles in dem Konzept darauf entstanden aus Lagerhaltung einfach. Gut, du hast aber auch den Maschinenpark dafür, du hast die Leute dafür, die müssen Ja, auch die Muße haben, du musst die Ideen haben. Ne? Also das Gestell allein, das Gestell trägt ja hier, wie man sieht, ist zu einer Kistenbeladung auf den sogenannten Racco- oder Auer-Boxen, die kannst du einschieben, also die Euro-Ladeboxen. Wir haben hier drei Ladestationen, das heißt, ich kann hier 2 oder 3 solche Boxen einfüllen. Ne? Und die Idee war einfach, einen besseren, geländefähigeren, ich sage jetzt mal so frech, Defender zu bauen auf einer Leicht-LKW-Basis. Das heißt, wir haben hier ein ultra großes Dachzelt, 2,40 Meter auf 2 Meter.
das Druckluft aufstellbar ist. Das kann ich mit der... Das zeigen wir gleich mal. Das zeigen wir mit der Reifendruckreglanlage. Wir haben hier, ich habe nochmal Sandbleche hier auflegen, die kannst du dann abnehmen auf dem Hier ist übrigens noch Originalsand, oder? Das ist noch Originalsand, ja, der ist noch geil. Sag mal. Also wir haben den Der war wirklich in der Sahara zusammen mit Survival Martin? Mit Survival Martin waren wir unterwegs im Oktober und haben den auch wirklich Sand beansprucht. Das sieht man auch daran, das war alles der Ersteinsatz und der Sand ist sehr korrosiv, ne? Der geht überall rein und dann wird auch schnell das Zinkgrau. Ne? Und der hat an allen Ecken und Enden, ich habe den erst freigeblasen und noch gerade... Ist das so schlimm mit dem Sand? Der kommt überall rein. Also der Sand ist, wenn ihr ein schönes Fahrzeug habt, was ihr nicht versauen wollt, fahrt nie in die Wüste, weil der ist überall. Auch nach einer Woche hat der Mensch den auch überall in jeder Ritze. In der Vorritze. Ja, überall hast du den Sand. Das ist echt? Also wirklich... das heißt, wenn ich jetzt hier genau gucke, habe ich überall Sand. Ja, ich habe den ja zwischenzeitlich schon mal sauber gemacht, aber da oben an dieser PU-Eindichtung siehst du halt immer noch den Staub, ne? Von Hitze und so, da wird es ein bisschen klebrig. Ich darf mal zeigen, da ist ein Altfilter drin. Das sind die besten Filterbauer für Kompaktfilter, muss man sagen, auf der Welt. Also phänomenal schönes Produkt. Wenn du das gerade mal aufmachst, einmal kurz. Der Filter selber, das Element habe ich natürlich jetzt raus, weil es im Mindermodus ist, ne? Aber wir haben den so angetüttelt. Aber der kommt, die Verarbeitung... Die Verarbeitung ist super, ne? Und das ist also Aluminium und das Filterelement ist momentan... Bitte mal das Logo zeigen, einmal, dass man auch mal sieht, mit wie viel Liebe die sowas bauen. Genau. Und der Filter, was kann der, was macht der? Das ist ein Aktivkohlefilter, also eine technische, sehr hochwertige Aktivkohle, der schafft also 99,9%. Und die Idee ist halt daran, den kannst du zum Befüllen nehmen, also deswegen jetzt auch, na hoppla, du kannst ihn umdrehen. Ja, das Schöne ist ja, du könntest den jetzt auch zum Befüllen ausklipsen. Ich habe den extra so gebaut, dass man mit den Gardena-Anschlusskupplungen arbeitet. Ne? Also sind die dicht eigentlich in der Praxis? Die sind super. Also da bin ich echt begeistert. Da tropft auch nichts raus? Nee, da tropft überhaupt nichts raus. Ne? Und jetzt kannst du den über ein Schlauchsystem zum Befüllen des Tanks nehmen. Den könnte ich jetzt hier oben befüllen. Ja. Und gleichzeitig kann ich ihn dann zur Entnahme wieder nach der Pumpe einsetzen. Ne? Ach, guck mal, wie schön ihr das hier gebaut habt. Dieser Halter, den hast du ja jetzt nicht gefunden, den hast du auf der Kant. Ich habe das ein Rohr abgeschnitten, ausgeklinkt und dann als Kartuschenhalter. Die Idee hier dran ist, also das ist jetzt überhaupt warte mal, ich muss das mal zeigen hier. Du hast ein Rohr ausgeschnitten, genau. Dann hast du das hier vernietet, damit es auch ordentlich schön aussieht. Mit dem Gurt, die nehme ich immer ganz gern, diese Rödelgurte, da kostet einer 1 Euro. Ne? Aber du kannst sowas nicht kaufen. Du kannst nicht in Obi gehen und sagen, ich hätte gerne mal so einen Kartuschenhalter. Das ist erdacht. Ne? Du musst vor allen Dingen, guck mal, wir haben hier, die Basis ist immer die Idee und dann gucke ich nach einem Tank. Also habe ich einen Standardtank gefunden, der genau die Bauhöhe, die richtige hat. Einen langen Auszug gefunden, weil ich muss ja drankommen. Dann ist das nächste, oh hoppla, wie mache ich jetzt, ich will ja nicht kalt duschen, wie mache ich das jetzt warm und wie mache ich es kompakt? Dann kaufst du dir für 200 Euro, das ist natürlich jetzt nichts eigentlich für ein Wohnmobil, aber wir sind ja außen, gibt es bei Amazon, bei den üblichen, bei eBay oder auch in anderen Campingshops, ein Kocher. Also ist er für drin? Das ist eigentlich ein Gerät für außen, so ein Laubengerät. Ne? Man sieht ja auch, es ist ein bisschen vom Duschen dreckig geworden. Den haben wir jetzt klappbar gemacht, damit ich das Ganze natürlich... Ich glaube, das war zu schnell. Nochmal rausklappen. Also, bitte, klapp nochmal raus. Bitte, mach mal. Ich sag mal, was die Aufgabenstellung war. Die Aufgabenstellung ist, das Ganze muss da drunter verschwinden. Ich habe jetzt hier 65 Liter Trinkwasser in den Tank, die ich durch meinen Alpfilter den Tank einbringe. Tobias, du musst mir helfen. Ich mache die Regie. Du bist zu schnell. Bitte nochmal rausklappen. Klapp noch einmal bitte raus. Ich weiß, die Leute werden mich töten. So, das war eben der Zustand. Genau. So, ich habe extra zu dir gesagt, wir machen es jetzt mal nicht so, dass wir alles zusammen haben. Das Ding ist kompakt, wir bauen alles auf. So, und du kannst damit duschen. So, und das ist jetzt der Zustand, wenn du duschst. Das ist deine Brause. Genau. So. Gardena-Anschluss. Gardena-Anschluss. Kupplung. Brause. So. Und jetzt tun wir so, als würdest du duschen, dass ich einmal das Foto habe für dich. So, und duschen kannst du dann... So, draußen, also spielt keine Rolle in der Wüste. So, wenn du jetzt fertig bist, dann schließt du das Ding hier ans Gas an. Das ist vom Gasdruck langt. Das langt vom Gasdruck. Das Gas ist jetzt momentan leer. Ich mache hier auf. Ja. Und dann schalte ich hier den Schalter an. Ich habe vorne nochmal einen Zentralelektrikschalter. Ja. Dann leuchtet der auch. Und dann ist es eine Druckwasserpumpe, sobald ich jetzt hier meinen Knopf drücke zum Duschen, ne? Also hier hast du hast eine Seaflow eingebaut, wie sie normalerweise in der Yacht drin ist. Genau. Das ist eine Druckwasserpumpe. Druckwasserpumpe, 24 Volt. Also damit du auch ordentlich Druck hast. Genau. Ja, man will es ja haben. Dann ist hier ein Tank dahinter, der hat ein Volumen 80 Liter? Nee, der hat 65 Liter. Also das ist
Maximale, was ich in dem Bau Langt mir. Ne? Okay. Langt. So, dann Für 4-mal duschen mit 2 Personen. Okay, so, dann bitte mal ganz langsam. Ich drehe mich jetzt mal hier auf die Seite. Dann hast du dir überlegt, irgendwie muss der Haufen ja auch wieder eingeklappt werden. Bitte. Also die Aufgabenstellung ist ja für sowas, als erstes, sollte möglichst wenig kosten. Es soll funktionieren und warmes Wasser zubereiten und es muss jetzt unter dieses Maß wieder verschwinden können. Also haben wir weil es funktioniert nur in dieser Stellung so. Ja. Aber zum Transportieren, das ist die sogenannte Transportstellung, habe ich Edelstahl Klapptischvorrichtungen verbaut mit einem Stück Aluminium-Riffelblech und damit können wir das Ding wieder umlegen. Und damit ist es, wie ihr seht, in der Bauhöhe so wie der Tank auch. Und die Dusche, wie wir sie hier haben, die verschwindet in einem... Ist hier so eine Siebdruckplatte? Ah, das ist eine Siebdruckplatte. Einfach, das ist überhaupt nichts Aufwendiges. Das ist einfach, ich sage immer quick and dirty dazu. Ne? Also es ist jetzt nichts, wo man den Schönheitspreis gewinnt, aber Siebdruck ist wasserfest, ist eine Anhängerbauplatte. Zweimal die Einzüge drücken und dann kann ich die ganze Aber jetzt überleg mal, Zubereitung verschwinden lassen. Deutsche Armee leidet ja darunter, dass sie Fahrzeuge hat, die schlecht funktionieren. Habe ich jetzt gelesen. Also haben die Leute gesagt, der Erwartungszustand wäre nicht so toll. Dann kann es ja sein, dass sie sogar kalt duschen da draußen. Ja, das hier wäre doch für unsere fast so gut. Ja. Für unsere Bundeswehr wäre doch ganz gut, oder? Sowas, die Hochgeländegänge mit solchen Features haben die gar nicht. Ist die kaputt gegangen durch das Rumgerüttel? Also die Dinger sind sehr robust, die muss man nur aufpassen, dass man die vor dem Winter halt ordentlich Wasser leer macht, weil sonst frieren die auf. Ne? Aber durch das Rütteln, da waren ja harte, gut, ihr wart auch viel im Sand, aber ist da irgendwas kaputt gegangen? Es ist alles einwandfrei. Wir haben auch noch jetzt beim Einwintern die Warmwasseraufbereitung laufen lassen, geht super. Ne? Also ich habe ein paar Mal also das Ding ist natürlich mit 500 Gramm hier nur gut für 1,5 bis 2 Tankfüllungen, aber ich habe drüben... Für 1,5 bis 2 Tankfüllungen kannst du damit warm duschen? Genau, also es funktioniert, weil ich kann ja hier... Für 1 Euro kosten die im Internet. Genau, also und ich hatte ja ich habe die Aufgabenstellung, hier geht keine Gasflasche rein, ne? Wo soll ich die hin tun? Ist mir ja nur im Weg. Ne? Ist doch perfekt. Ich musste mir was einfallen lassen und deswegen ist das doch die ideale... Es ist ja auch so, guck mal, ich habe für den Kocher so gebaut und für ich habe eine Kartusche für beides. Habe jetzt da vorne 5, 6, 7 auf Lager. Tobi, jetzt tu doch nicht so, als ob du ging halt nicht anders, die hatten wir gerade da und dann, das ist eine geniale Lösung. Die habe ich bei Amazon tatsächlich, wie du sagst, da kosten irgendwo 10 Stück 12 Euro, glaube ich, ne? Oder 15 Euro oder mittlerweile vielleicht 20 Euro. Die hatten wir aber auch noch im Bestand da. Ne? Okay, so, und diesen Druckregler, den gibt es genau ich glaube sogar Fahrzulassung, wenn mich nicht sogar alles täuscht. Also das ist schon überhaupt kein Gelump, ne? GUK, ne? Wie du siehst, ne? Mit Prüfung, also kein Baumarktregler. Den gibt es auch so zu kaufen für die Kartuschen. Ja, und das ist die Brücke, da muss man halt immer suchen, sich überlegen, recherchieren, also viel Zeit. Oft ist es so, dass genauso viel Zeit in der Recherche und in der Planung verschwindet wie im eigentlichen Bau. Na, und tatsächlich ist es so, das Gestell haben wir hier, die Britsche ist CAD entwickelt, na, die kannst du relativ schnell runternehmen, die habe ich auf den originalen Zwischenrahmen adaptiert. Auch dieses Gestell haben wir komplett durchkonstruiert, einfach um zu gucken, wie die Abmessungen sind, also alles auf SolidWorks. Ne? Schweißen könnt ihr selber, das hast du gemacht. Selber. Könntest du den reproduzieren, wenn jetzt einer käme? Wenn einer so einen Unimog bringt und sagt, der will das Gleiche, finde er absolut fantastisch. Können wir machen, ist auch kein Thema. So, das geht nämlich jetzt. Jetzt habt ihr es entwickelt. Jetzt ist es in der Maschine drin, CAD. Ja. Du kennst die Tankmaße, alles. Also wenn jemand sowas haben will mit den Reifen, du kannst ihn genau umbauen. Genau. Es muss genau der Unimog sein? Oder kann's? Nein, es könnte auch ein anderer Unimog sein. Geht ja um schnelles Einsatzfahrzeug. Hier ist halt echt der Gag, wenn jetzt jemand tatsächlich noch nicht den 7,5 Tonnen Führerschein hat. Wir könnten den tatsächlich, da fehlt jetzt nicht viel. Ne? Also wir haben den so, wenn du den jetzt wiegst, wie er jetzt steht, ohne Beladung, wiegt er 3.900 Kilo. Ne? Oder 3.800 irgendwas. Also demnächst, wenn die 4,25 kommen. Dann müssten wir halt die Britsche unten, die jetzt noch Stahl ist, aus Aluminium bauen. Man müsste noch ein paar Features, das sind Schwerlastfelgen, die könnte ich leichter machen. Ne? Man könnte den noch in diese neue 4.250 Kilo Nische pressen. Die ja noch nicht da ist, ja, aber die soll ja kommen. Ja. Und dann hätte es natürlich schon seinen Reiz, ne? Das Fahrzeug, absolut. Es hat sowieso seinen Reiz. Also es ist, wenn man einmal so ein Ding gefahren ist, auch in Farbe? Farbe ist ein Ralton. Womit wir beim Thema, ich wollte dich nicht unterbrechen, weil sobald wir beim Thema Fahren sind, sagen die Leute, fahr doch mal mit. Wir sind aber noch nicht so weit, denn hat der eine Heizung?
Im Zelt natürlich nicht, vorne ja. Vorne ja. Klar, So. normale Wasserheizung. So. Ist das Serie hier eigentlich hier mit dem Schnorchel? Ja, also das gab es so, ne? So kam der. Der war sogar drauf, der Schnorchel. So, das heißt, du kannst Watttiefe, was kann der? Ja, theoretisch könnt ihr bis da oben hin. Ne? Da hast du die Lufteinsaugung, also 2,50 Meter. Und hinten die Entlüftung von den die Differentialen, wie geht das? Also die Entlüftungen sind jetzt da nicht hochgelegt, aber Unimog-typisch ist es ja extrem wattfähig. Ne? Also auch die Achse aus dem Fahrzeug ist im Grunde genommen aus den größeren Baureihen entliehen. Ne? Also man sieht jetzt auch hier, ne, da ist überall noch, wie du siehst, Sand vom Schott. Ne? Wir sind richtig im Salzsee versunken fast mit dem Ding. Da gibt es Videos zu. Ja, da gibt es Videos dazu. Ja. Das Fahrwerk? Das Fahrwerk ist, das Dämpfersystem haben wir da darauf adaptiert. Na, ist jetzt auch nichts Übergewöhnliches, aber es hat ein Schraubenfahrwerk. Ne? Im Vergleich zum klassischen LKW ist ja hier der Komfort wesentlich höher, weil wir Schraubenfedern haben an der vorderen Hinterachse. PKW, SUV-mäßig. Wie im PKW, ja. So, jetzt hast du hier extreme Verstärkungen. Alles ist so verstärkt, dass du mit diesen großen Reifen auch mal, ich sag mal, harte Steine hochfahren kannst. Das würde gehen? Ja, das geht. Das ist ein MPT-Reifen. Ne? Ich muss mich jetzt hier auch hier jetzt vorne so Lenkgestänge. Ja, der hat diese Schubrohr-Lenkgestänge. Der hat also alles, was jetzt bei den großen Serien verbaut wurde, ist da auch verbaut. Der Rahmen ist etwas leichter, ist nicht so stabil ausgelegt wie bei einem U1300. Bremse ist Druckluft? Bremse ist eine Druckluftbremse. Nee, es ist, glaube ich, eine hydraulische, druckluftunterstützte hydraulische Bremsanlage bei dem Fahrzeug. Aber die bremst gut? Die bremst sehr gut, ja. Okay, so dann Allrad, rundrum, ne? Allrad mit 3 Sperren. Genau. Ne? Also die Unimogs haben, der fährt auf Heckantrieb, dann kannst du zuschalten den Allrad, wie bei deinem Toyota, und in der nächsten Stufe gehen gleich alle Sperren rein. Also das heißt Vorder- und Hinterradsperre in einer Stufe. Der geht. Der geht überall hin. Phänomenal. So, dann darfst du mal hochsteigen in dein schönes Dachzelt bei 3 Grad. Mach ich mal die Showpraktikantin, oder? Ja. Ja, also Dachzelt. Dachzelt. 2x2 oder was? 2,20 Meter auf 2,40 Meter. Druckluft aufgeblasen. Druckluft. Zeigen wir uns gleich mal. Das kaufen bitte. Warte mal, ich film mal rein. Du musst dich wirklich mal reinbegeben. Das hilft nichts. Ja, das hilft nichts. Also Ja. da sieht man mal die Proportion. Ne? Dass wir da mal schauen. Tobi im Zelt. Edge-Topper, ne? Aber Jetzt guck mal hier, wie riesig dieses Zelt ist, weil ich brauche die Proportionen, dass man das mal sieht. also man könnte ja auch zu viert drin schlafen. Wie schläft man da drin? Hm? Wie schläft man drin? Gut, ich habe so, ich schlafe, die sind auch alle noch drin, die kann man auf von Thermarest, so 10 cm aufblasbare Matratzen. Ne? Zeigen. Ja, das heißt, die sind hier Die sind- in einem luftleeren Zustand. Ne? So, Thermarest heißt der Anbieter. Gerade mal reinhalten in die Kamera. Ja. Das wir einmal kurz sehen. Also Thermarest Luxury Map steht drauf. Und das ist gut. Also wir sind ja mit nicht mehr ganz 35. Ich habe sehr gut darauf geschlafen. Aber es ist so, ich mach immer noch so ein Mesh drunter, hier sowas. Ja. Kennst du ja, ein 3D-Mesh, ne? Das ist so ein bisschen Lattenrostersatz. Und wenn man es übertreiben will, deswegen liegt er hier, macht man es noch oben drüber. Oder hat 2 Stück übereinander, man schläft alleine. Ja, und das geht wunderbar. Ne? Und die Okay. kannst du die selbst aufblasen, die macht man halt jetzt nur auf, wenn man das Zelt zusammenklappt, damit man sich da ein bisschen leichter tut. Jetzt war es eben nicht auf, muss ich sagen. Das heißt, das geht jetzt auch so zu, wenn das Zelt... Nee, wir müssen die Luft natürlich wieder rauslassen. Nein, hier aus diesem Thermarest. Das geht zu, das ist kein Problem. Also die Sachen lagen ja alle drin. Also Gut. das funktioniert einwandfrei. So, dann darfst du mal abblasen. Ja. Das wir mal zeigen. Dazu brauchen wir wahrscheinlich... Mal der Einfachheit halber einfach zusammenfallen und blasen es wieder auf. Ja, können wir machen. Dazu brauchen wir ja die Druckluft des Fahrzeuges. Das heißt, hier ist aus dem Bootsbereich bekannt, ist einfach eine Bootskupplung. Ne? Die kann man Also Zelthersteller heißt Fjordsen. Fjordsen, ja, kommt so aus dem hohen Norden. Das geht so schnell. So, das fällt dann in sich zusammen und Okay. dann ist es so, dass man es einfach nach innen zieht und jetzt, wie es bekannt ist bei anderen Zelten, klappt man es einfach zusammen. Na, man muss genauso wie bei den üblichen Dachzelten hat man eine Plane, die ist hier fixiert, die ziehst du dann drüber und wenn sie zusammenklappt, ist es nur die Hälfte, also es steht genau in dieser Hälfte. Mehr ist es nicht. So, das heißt, steht auf der Hälfte. Den Rest kannst du noch verwenden für die Sandbleche und Co. Genau. Dein ganzes Material, Proviant und so weiter hat hier reingepasst in die Boxen. Also wir haben vorne ist immer leichtes Material, da haben wir so die Klamotten und alles drin. Hier ist Proviant und Werkzeug, sodass wir auch mit dem Gewicht möglichst auf die Hinterachse nach hinten kommen, dass das Auto halt so
bisschen besser austariert ist. Ne? Bitte seid mir nicht böse wegen dieser Duschkombination, dass ich dich eben so angemacht habe, dass du so langsam machen sollst. Aber das ist so, es ist so eine, du hast das schon tausendmal gemacht. Die Leute, die das sehen, da kriege ich Schnappatmung, wenn ich sowas sehe, wie sowas konstruiert ist. Das ist eine Lösung, die würde ich jetzt nicht unbedingt genauso für den Kunden bauen, weil ich sage einfach, das sind so meine Quick-and-Dirty-Lösungen. Die muss in den Obelink. So, das ist halt so ein Ding, weißt du, das ist jetzt auch, da gibt es noch so ein bisschen, das hakelt manchmal so beim Rausziehen, ne? Weil das ist, da könnten wir jetzt drüber diskutieren, das ist ja keine Serienlösung, sondern das ist jetzt, ich habe gesagt, ich will warmes Wasser, ich will auch mal duschen können, wenn ich draußen bin, mal 4-5 Tage. Und ich brauche Wasser an Bord für irgendwas. Und dann ist das die Lösung. Und meine Auflage war aber, nicht höher zu werden als die Pritsche. Und gleichzeitig ist es ja, wenn es verschlossen ist, in sich dicht. Verstehst du? Da kann es jetzt drauf regnen. Wenn es so ist, da passiert nichts. Ne? So, und das war die Auflage. Und deswegen sind wir hier auf das Rago-Kistensystem. Das ist immer bewährt. Das habe ich jetzt ruckzuck ausgeladen. Da ist das Standardwerkzeug hier drin. Die Ersatzteile sind hier drin. Und ab hier ist, also wie gesagt, drüben ist der Proviant. Hier ist das Werkzeug. Und hier sind dann so die privaten Sachen. So, wir müssen gleich ja noch fahren. Kriegen wir das hin? Ja, müssen wir das Zelt wieder zumachen? Komm. Dann, bitte erstmal aufblasen, dass wir das mal sehen. Das geht übrigens sensationell schnell. Es geht relativ schnell, aber wir brauchen einen Motor dazu, weil ich nutze ja die Druckluft vom Motor. Ne? Jetzt so. Erstmal schnell eins, weil der vibriert und die Haube ist relativ schwer. Nicht, dass wir da noch auf das Bänkchen hier, das war nämlich nicht unbedingt ausgelegt dazu, bei laufendem Motor die Haube zu halten. Ist sie jetzt viel schwerer geworden eigentlich, die Haube? Ja, die wiegt jetzt halt 20 Kilo mehr. Das ist Aluminiumblech, aber es ist immerhin ein Aluminiumblech. Ne? So, und das ist jetzt hier, da fragen sich mich alle, was das ist, aber das ist mein Geheimnis. Das ist eine Originalfront von Mercedes-Benz, von einem Artego. Die habe ich da rein designt. Ne? Also normalerweise. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Die gibt es so gar nicht. Nee, das gibt es gar nicht so. Hat dich da jemand schon mal gefragt von Mercedes? Nee, ich hab halt überlegt, was passt und habe es ausgemessen bei verschiedenen Typen und habe dann was bestellt aus einer Artego-Serie, also, was wir umgearbeitet haben und da in einen Rahmen reingesetzt haben, weil ich gedacht habe, ich muss mal was komplett verfremden, dass keiner so genau weiß, was es am Ende überhaupt ist. Also, Hut ab. Du hast aus einem Transporter, aus einem Bauernfahrzeug, was viele Landwirte und keine Ahnung einsetzen, aber auch die Armee und hast du nicht gesehen, einen spacigen, also vorne von der Optik her. Hat noch keiner so gemacht? Hat noch keiner so, ja. Also ja, allein schon hier diese. Alle andächtig stehen sie davor und sagen, gut, ne, man könnte jetzt darüber diskutieren, über solche Sachen, ne? Weil hier auch vom Design, du hast ja auch einen Blick, haben wir ja hier einfach noch eine Ecke aufgenietet, damit es ein bisschen durchläuft auf den Punkt, ne? Weil die Haube war ja hier, war die ja unten, ne? So, und um das optisch jetzt in einem Zug zu halten, musste ich hier aufs Blech, aufs Fahrzeug ja nochmal das Riffelblech auftragen, weil hier war die Haube oben gesessen. Ne? Also das heißt, hier schlägt sie oben an, drüben unten an und trotzdem sieht es jetzt aus, als ob es immer schon so war. So, die Scheinwerfer, was sind das für welche? Ja, das LP? Leitparts, das ist im Prinzip ein zugelassener Schneepflugscheinwerfer, der hatte die hier oben auch. Ne, die gehen jetzt aber nur wahlweise. Also das heißt, Fernlicht kann ich beide benutzen, ja. Ne, aber Fahrlicht, ein normales Abblendlicht geht entweder nur oben oder unten. Es gibt ja so eine Leitzahl, glaube ich, die darf nicht überschritten werden. Genau, also da bei Fahrscheinwerfern ja, bei Arbeitsscheinwerfern ist es was anderes. Da oben ist ja ein reiner Arbeitsscheinwerfer und bei Nutzfahrzeugen in der Klasse kannst du auch Sachen als Arbeitsscheinwerfer. Also wenn du jetzt auf dem Feld bist. Der hat jetzt keinen Nebenantrieb mehr, oder? Haben wir alles platt gemacht, weil es nur Gewicht war. Und meine Auflage war ja nicht einen Mähdrescher oder eine Mähmaschine oder auch eine Landmaschine zu kreieren, sondern alles, SUV. Genau, der SUV, und deswegen haben wir da reichhaltig Kilos ausgebaut. Sag mal, wenn du damit zum Lidl fährst einkaufen, wie sind die Reaktionen? Ja, die hier in der Umgebung kennen mich die Leute schon, da wissen die, dass ich... Ja, aber wenn die jetzt irgendwo anders... Also das erzeugt... Ein Unimog polarisiert ja immer. Ne? Ein Unimog ist so... Ja, von einem Männerspielzeug so ein Traum. Das ist. Warte, ich zeig mal was. Du bist so krank. Ja, das sind Mitarbeiter von mir, die sind auch so krank. Du bist so... Ich nicht, aber ich habe da Mitarbeiter, die haben das gleiche Gen. Ist das eingetragen? Das vermute ich nicht, aber... Der fährt im Moment gar nicht, oder? Doch, der fährt. Aber. Der fährt, okay. Aber warum nicht? Die Kante ist rund, ein altes Auto, ne? Wenn die Breite noch passt. Ist ein junger Mitarbeiter von mir, finde ich doch klasse. Guck mal, solche Leute musst du haben. Da durch die Karre dabei passt. So, wollen wir es mal auf? Ja, warte, ich zeig noch mal gerade. Sag mal, wir sind original in einer amerikanischen Serie. Weißt du, wir müssen mal so eine Serie machen. Ja,
klar, ne? Aber die machen wir doch gerade. Rufen mich immer die Kunden an und sagen, hey, du sollst mal wieder langsam mein Auto fertig machen. So, ich lasse ihn mal laufen, weil wir brauchen Druckluft. Ja, Druckluft. So, aber dazu muss ich... Ist der Luft gekühlt? Sicherheitseinrichtung, ich muss die Kupplung treten. Ist der Luft gekühlt, Wasser gekühlt? Wasser gekühlt. Es gab hier mal Luft gekühlt? Ein Unimog? Nee, Unimog nicht. Immer Wasser gekühlt? Immer. Okay. Und du sagst, wenn wir gleich damit fahren, man kann sich unterhalten. Ja, also geht ganz gut für einen Unimog. Ne? Man muss immer sagen, es ist ein Unimog. Ein Unimog ist eigentlich ein Frontmotorenfahrzeug, was relativ laut ist. Ne? So, der Name kommt woher, Unimog? Universal Motorgerät. Ja. Da ist noch ein bisschen so auf Kühlbox drin, Lautsprechersystem drin von. So, und jetzt müsst ihr schon langsam blasen. So, Druck ist da. Da brauchen wir ja noch ein bisschen Druckluft dazu. So, dann sehen wir dieses Fjordsen, also schönen Gruß an die Firma Fjordsen. Wir haben es ein bisschen quer gedacht, da gibt es normalerweise einen Kompressor dazu, aber wenn wir selber Druckluft an Bord haben, brauchen wir natürlich keinen Kompressor. So, und die Reifendruckregelanlage stoppt auch. Die könnte ich jetzt einstellen auf 0,4 bar, dann würde die allein stoppen. Jetzt ist er aber nicht auf 0,4 bar eingestellt, deswegen muss ich ein bisschen drauf aufpassen. Also jetzt könnte ich es auch kaputt machen. Also es ist nicht ganz bedienungssicher oder idiotensicher, wenn wir es ein bisschen salopp formulieren wollen. Also das heißt, ich muss jetzt beim Aufblasen ein bisschen gucken, jetzt steht es ja noch nicht, ne, wie ist der Druck drin und das nach Gefühl entscheiden. Aber ich könnte den Druck genau begrenzen auf 0,4, 0,3, 0,5 bar. Ne? So, jetzt siehst du gleich, jetzt hebt sich das Ding. Ja, kann man drüber diskutieren, ob man das so braucht. Man kann natürlich jedes andere Dachzelt auch drauf machen. Ja, aber das ist doch geil. Das heißt, geil. Sachen. Weißt du, bei mir ist es so, ich habe da jemanden dabei gehabt, den kannte ich noch gar nicht so lang. Wir haben 2 Betten drin, du kannst in der Mitte, wenn du willst, sogar noch eine Wand stellen. Du störst dich nicht. Du kannst jetzt hier durch den großen Eingang separat rein. Da liegt schon einer drin. Im Sommer ist es überhaupt kein Problem. Ne? Also es ist eine super Einrichtung. So, und jetzt sind wir eigentlich schon so weit, dass es irgendwie fast passt. Ne? So, und das Schöne ist, es kann stürmen, es kann nicht kaputt gehen, es gibt nach, oder? Nee, es gibt nach. Ja. Also es ist wie ein Schlauchboot. Ne? Wie ein Schlauchboot. Ist auch echt gut gearbeitet und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, muss ich wirklich sagen. Wow. Die anderen Sachen, die so groß sind, sind alle doppelt so teuer. So, jetzt darfst du mal rausziehen. Ja, bläst ab. Ja, das geht nämlich. Konstrukt, eigens entwickelter Adapter dafür, ne? Und jetzt ist es eigentlich schon in 2 Minuten wieder zusammen. Ne, dann tut man es ein bisschen rein und klappt es einfach zusammen. Es gibt eine alte Regel und deswegen gibt es nämlich auch. Es gibt nämlich auch die Luxuswohnmobile, die entweder die Fahrzeuge reinziehen über Schlitten oder über eine Rampe, weißt du? Und der Schlitten ist halt easy. Und die Rampe ist halt mit viel Arbeit verbunden. Und ich glaube, wenn etwas einfach zu bedienen ist und es schnell geht, dann machst du es auch gerne. Ja, also man muss einräumen wie bei jedem Dachzelt. Vollkommen richtig, was du sagst, ist das jetzt mit dem Klappmechanismus und der Plane ein bisschen Arbeit. Ne? Also du brauchst immer so 5, 8 Minuten zum Aufbau, 10 Minuten zum Abbau oder 9 Minuten, je nachdem wie schnell du bist und wie gut es flutscht halt. Ne? Ist ja so, dass es für mich kein Dauereinsatzfahrzeug ist, sondern einfach mal ein Gag und ich benutze es ja nur in der Wärme. Ne? Also ich würde natürlich jetzt nicht bei dieser Jahreszeit... Ich wollte mich gerade fragen, die Schneelast, geht das? Oder? Wenn du jetzt zum Skifahren... So, wie vieles andere machen im Defender auch so eine Luftheizung in eine zusätzliche Aluminiumbox frachtest, um das zu beheizen, kannst du wahrscheinlich auch im Winter drin brennen. Autotherm, das Grüßen aus Russland. Ja, und gibt es die eigentlich noch, Autotherm jetzt? Ist das jetzt alles Eberspecher? Keine Ahnung, wie das momentan ist. Ich verbaue das sehr wenig, ja, ne? Wobei wir auch Autotherm schon verbaut haben. Ja. Ne? Also das ist meistens haben wir mit den Trummer oder ich bin so ein bisschen ein Freund davon zu sagen, verbau doch lieber von Webasto was. So, eine Frage drängt sich mir noch auf. Ja. Wie funktioniert der Grill? Der ist abnehmbar, hat eigene Füße? Ist eine gute Frage. Ist natürlich so, das ist jetzt so genannte Back. Ne? Also der Back ist, du kannst, wenn das Zelt aufgebaut ist, nicht in der Form kochen. Aber deswegen haben wir den Kocher abnehmbar gemacht. Das heißt, eine der Maßgaben war ja jetzt, dass wir das Zelt auch über die Leiter wieder einklappen könnten. Ne? Also das klappen wir jetzt weg. Ja. Stell dir mal vor, das ging jetzt relativ schnell bis hierhin. Man ja, die Leiter okay. in der Position lassen. Und wenn du jetzt sehr groß bist, kannst du natürlich in dem Zustand kochen. Aber weil viele nicht so groß sind, habe ich hier einfach
2 Rändelschrauben dran gemacht, dass man den Grill, der auf solchen Z-Profilfüßen steht, mitnehmen kann. Runternehmen kann, um ihn zum Kochen woanders hinzustellen. Okay. Ganz, ganz wichtige Einrichtung ist hier, weißt du, was das ist? Das ist Original der Daimler-Benz Kaffeemaschine. Senseo 24 Volt Kaffeemaschine. Das gibt's. Das gibt's, ja. Und guck mal, also das heißt, du hast jetzt hier den Campinggas mit ordentlichen Brenner. Du hast hier zusätzliche Gaskartuschen, 5, 6, 7 Stück. Hier ist die Kaffeemaschine auf 24 Volt. Da drüben in dem gleichen Slideout ist dein Geschirrspülmittel, dein Besteck und hier sind die Kochtöpfe. So Kochtöpfe, Geschirrspülmittel, Besteck. Hier ist der Druckminderer für die Gasgeschichte und du hast es mit einem Handgriff in. So, jetzt darfst du mal diese Kaffeemaschine auspacken, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Weil alle werden sich jetzt fragen, was das ist. Weil du gesagt hast, die kennt man ja, das ist die Original 24. Ich habe sowas noch nie gesehen. Noch nie gesehen? Noch nie? Kann noch Lücken in deinem ja, kannst du. In deinem Wissensdurst schließen. Das macht mich ja ganz. Da bin ich ja. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem habe ich mir. Also das ist immer so eine Standard, das haben wir alle im Lager liegen. Ne? Du fragst, warum machst du das so nicht mit Clips? Dann sag ich, weil ich nichts anderes gehabt habe. Ich habe halt nichts anderes gehabt. Garbage, ne? So, die stelle ich jetzt mal hier hin. So, dann nehme ich meinen Kocher hier, den kannst du einfach runternehmen und könntest jetzt sogar auf die Erde stellen. Den haben wir ja größere Füße verpasst. Ne? So, und dann nimmst du einfach die Gaskartusche runter, jetzt kannst du, wenn du den Tisch dabei hast, nimmst du. Okay, verstanden. Aber so, die ist so gut, dass ich ehrlich bin, in der Ausgabe auch nicht. Warte, bitte mal stillhalten, dass ich das einmal gucke. Das heißt, das Ding kriegst du als Ersatzteil bei Mercedes-Benz. Das hat eine Original Mercedes-Benz-Teilenummer. Ja, klar. Sag mal, was ist denn das? Das ist im Endeffekt eine Handsfree. Also es ist wie du siehst, die haben wir, glaube ich, wenn überhaupt einmal gebraucht. Ne? Weil wir immer ein Catering dabei haben. Und Ey, ich muss das haben. Das ist im Ende, hier ist der Stecker. Auf 24 Volt. 24 Volt steht hier unten drauf. Das ist jetzt so. Aber der LKW hat ja 24 Volt. Und dann? So, und dann kommt die Kaffeemaschine. Ne? Du siehst hier, die ist noch fast jungfräulich. Ich glaube, einmal haben wir sie benutzt. Ne? So, und dann kannst du die aufmachen, hier dein Pad reintun. Wo? Hier, zeig. Dein Kaffee. Genauer. Ja? So, zeig mal einmal, wie das geht. Du nimmst jetzt so ein Senseo-Pad. Ja. Ne? Legst es dort ein, verschließt die, lässt den aufkochen und hier oben befüllst du den mit Wasser. Ja? Und das funktioniert. Das funktioniert. Dann machst du sie an und dann, wenn ein grünes Licht leuchtet, kannst du die einfach, kannst du dann eine Tasse genau da rauslassen. Mehr geht nicht rein. Ne? Und das Wasser füllst du hier auch von oben ein. Ist das geil? Ich muss was haben. So, und ich habe das halt mit Daimler gesehen. Natürlich gibt es wahrscheinlich, irgendjemand wird es ja herstellen. Ne? Aber das gibt es original als Teilenummer bei Daimler. Ja, warte, ich zeig mal gerade. B66260362. Ich verspreche euch, liebe Daimler-Leute, aber das gibt es wahrscheinlich auch im Internet dann, oder? Ich habe das tatsächlich, Handespresso nennt sich es. Ne? Man sieht es ja von, wahrscheinlich ist es auch der Hersteller der ganzen Maschine. Also ich denke, das ist wahrscheinlich deutlich, aber ich habe irgendwo im Netz das gefunden, also ich glaube mal, keine 100 €. Okay. Das muss ich haben, oder? Kaffee muss mit. Ne? Kaffee muss mit. Okay, machen wir da rein. Also so ist das jetzt halt. Aber tolle Erfindung, finde ich gut. Also hat tatsächlich was für sich. Also auch liebe Leute, wenn ihr sagt, zeig mir was Auto, aber das sind so Kleinigkeiten. Hätte ich die jetzt nicht gezeigt, hätten mich wieder 100 Leute angeschrieben. Was ist denn das für eine Kaffeemaschine da drin? So, und weil du hast hier pfiffige Ideen. Jetzt immer, wo komme ich dazu? Ich google halt, ich überlege, was kriege ich in den Raum hier rein. Ne? Das ist der Ausgangspunkt. Da habe ich überhaupt keinen Platz. Ne? Dann gucke ich, wie groß ist so eine Kartusche. Dann sehe ich hier, guck mal meine Kartuschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zusatzkartuschen. Ne? Das heißt, ich muss ja ein bisschen gucken, dass ich auch planen kann. So, und dann kommt die Kaffeemaschine und dann denke ich mir halt, die Kaffeemaschine gehört ja zur Küche, weil das ist ja meine Küche. Also haben wir hier, jetzt wie du siehst, ein formschlüssiges Ladungskonzept. Das ist beim Geländewagen sehr wichtig. Warum? Ja, weil es nicht schockert. Formschlüssiges Ladungskonzept. Das ist alles formschlüssig. Ja, ist schon klar. Aber wie geil du das jetzt genannt hast. So ein ich werde das auswendig lernen. Also mein Sohn, der ist ja 10, der lernt im Moment alles über Zähne. Ich habe ja gesagt, pass mal auf, wenn du das Lenkgetriebe neu ist, gebe ich dir immer für ein verlängertes Wochenende. Ein Form. Du wirst einfach nicht mehr rauskommen. Guck mal, so was oben? Die Küche hier, ne? Was ist denn das? Sag mal. Das ist, ich habe hier habe ich übrig gehabt vom Berner, ne? Ja. Da ist das Feuer. Hast du festgeschraubt, ja? Ja, habe ich festgeschraubt. Da ist eine Nagelschere, die ist ja auch immer wichtig, ne? Brauchen wir ja Besteck. Und natürlich elementar der Dosenöffner. Ja. So, und das hier ist dann dementsprechend das Kopf, das kriegst du auch, ist halt so Camping-Rucksacker, Bigpacker-Scheiß, ne?
paar Teller und halt das Töpfe- und Dosenset. Finde ich übrigens geil. Ich hab auch sowas, ich koche damit immer. Ja, Weil das funktioniert. Ich habe jetzt dieses wirklich wenig benutzen müssen in Tunesien. Warum? Weil ihr hatte einen Koch. Wir hatten einen Koch und der Plan war ein anderer. Ne? Wir wollten ja mit Survival mal ein bisschen tiefer noch in die Sahara fahren. Was kam denn anders? Ja, es kommt immer alles anders. Der Aufbau von ihm war ein bisschen suboptimal, hat sich viel aufgelöst vorzeitig und dann sind wir ein bisschen auf Sicherheit gegangen. Ne? Aber der ursprüngliche Plan war, 4-5 Tage mal autark zu sein, dann hätten wir das alles ein bisschen mehr nutzen können. Ne? Ja. Aber ich werde es benutzen. Ja? Also es ist ja fertig. Vorschlag ist, ich friere mir gerade die Hände ab. Wir machen das Fahrvideo ein andermal. Aber ganz ehrlich, ich glaube dir, dass das Ding geländegängig ist, weil ich kenne ja auch meinen ganz tollen Hilux. Und der hier ist halt mal gerade eben von der Bodenfreiheit doppelt so hoch. Und das kannst du gar nicht vergleichen. Hilux ist schon ein super Auto. Aber überleg mal, die Aufladefläche allein bei dem Reifen hier, was der kann, oder? Das ist ganz andere Nummer. Ne? Also du fährst Kompasskurs da in den Sand und du glaubst es gar nicht, was solche Autos können. Also ich bin da selber extrem positiv nochmal abgeholt worden, was den Unimog betrifft. Auch weil wir viele Kilometer gefahren sind und das Auto sich auch vom akustischen echt bewährt hat für den Unimog. Ich bin da total begeistert gewesen. Ne? Also wir haben ja viel verändert. Ich guck mal die Auspuffanlage, wenn du die nochmal filmen willst. Wo? Sag mal. Hier auf der Seite. Wo? Ach so, die ist auf der Seite. Der Originalauspuff war sehr rottig. So, der sieht aus. Von so einer Sportauspuffanlagenfirma einen Auspuffer dran gebaut, das ist Edelstahl. Kostet eben nur 130 €. Der Originaltopf hätte 500 gekostet. Die AdBlue-Einspritzung, wo ist die? Die haben wir outside, also die hat er nie gehabt. Aber der Witz ist, der ist sogar eingetragen. Das Ding ist eingetragen. Ja, genau. Hat der irgendeine Funktion noch? Der dämpft einfach den Schall. So laut ist er ja nicht, also der dämpft doch ganz gut. Aber es geht jetzt nicht darum, der hat jetzt keine Reinigungsfunktion, der Dämpfer. Der Baujahr 93, da war Euro noch outside, also das heißt, der kann mit jedem schwefelhaltigen, wir empfehlen auch mit dem schwefelhaltigen Diesel. Ein Feinstaubfilter? Gar nichts. Leider nur Grobstaub macht er. Das ist doch gut, habe ich gehört. Grobstaub ist gar nicht so schlimm. Also ich glaube, alles, was man sieht, ist nicht lungengängig, oder? Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Lungenarzt. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass wenn es schwarz raucht, dass das ungefährlicher ist, als wenn du den Rauch nicht siehst. Ich bin aber auch kein Lungenarzt, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Also es ist ein Spaßfahrzeug, es ist ein historisches Fahrzeug. Jetzt machen wir uns da bitte keine Gedanken drüber, was soll das. Es gibt zwei Möglichkeiten. Der landet irgendwann mal in der Presse. Das hätte passieren können bei dem Zustand hier, Rost und allen drum und dran. Irgendeiner hätte ihn mal abgewrackt oder er wäre wahrscheinlich nach Afrika gegangen. Irgendwie. Also der stand eine Weile im Netz und das Einzige, was blöd war, ich habe mich da ein bisschen verkauft, das passiert mir auch häufig. Das Getriebe mussten wir sanieren. Also das Getriebe war leider Aufwand? Teuer bei diesem Auto, irgendwie roundabout 10.000 € tatsächlich mit allem. Du hast ein neues Getriebe gekauft? Ich habe komplett überholt. Na? Selber? Nee, das haben wir machen. Ich bin der Meinung, solche Sachen sollten die Leute machen, die sie jeden Tag machen. Ja? Getriebe, Motoreninstandsetzung, das haben wir in-house. Wir haben einen Motoreninstandsetzung. Die haben sie aufgemacht, die Zahnräder getauscht? Oder was? Die Hauptwelle war. Die Situation ist, dass das Getriebe etwas empfindlicher ist. Also wir haben uns noch gar nicht drüber unterhalten. Das ich einen Vorschlag. Ja. Wir gehen mal rein, du machst den Motor mal an. Ja. Ist irgendwas, was noch irgendwie runterfallen kann? Das Zelt, wir können mal langsam, können wir uns auch damit mit ja. Warte, ich komme. Ich mach noch gerade die Klappe. Boah, ist die Sack schwer. So. Fahren können wir nicht so mit dem Zelt. Nee, aber ich mache nur mal gerade die Klappe zu. So, ja genau. Komm mal rein. Dann komme ich mal rein, weil es ist so kalt draußen, dass mir gerade die Hände nämlich abfrieren. Was cool ist, ne? Also das warte, ganz kurz. Warte, ich muss. Ich spüre nämlich die Hände schon nicht mehr. War was cool? Also cool ist erstmal, man sitzt gut, ne? Leder Alcantara-Sitze von Vorbild 24. Das nächste, was cool ist, guck mal hier, weißt du, was das ist? Nee, Zwischengang. Das ist ein Zwischengang, ja. Der hat 4 Gänge, 1, 2, 3, 4 und einen Zwischengang. Also das heißt, ich habe 8 Gänge hier drauf. Den kann ich vorwählen und splitten. Ne? So, jetzt habe ich die 4 Gänge. Ja, guck mal hier, ich habe extra aufs Design geachtet. Ne? Die 8, ne? Ich kann die 4 Gänge fahren in einer Untersetzung, also sorry, das ist jetzt unprofessionell, aber muss ich jetzt mal kurz ausmachen. So, ich kann den fahren in der Gruppe 1. Also das heißt, ich habe jetzt hier eine kurze Gruppe, eine lange Gruppe und eine Rückwärtsganggruppe. Und das alles mal 8 mal 3. 8 mal 2. Mal 2 sind 16.
plus nochmal eine Kriechganggruppe. 32. Du hast 32 Gänge. Ja, ich habe die nie gebraucht, ne? Weil im Endeffekt, ich habe die kurze Übersetzung in den Dünen benutzt und die lange Übersetzung dann... Die Kriechganggruppe macht ja Sinn, wenn du jetzt Landwirt bist und hast zum Beispiel Mähgerät zum Beispiel. Da musst du ja bei 15 Umdrehungen laufen, aber nur Schrittgeschwindigkeit. Du kannst damit mit dem Getriebe jede Geschwindigkeit simulieren oder hinbringen und jedes Drehmoment, das du brauchst, um jetzt... Also das ist wie ein Traktor, ne? Also das heißt, das Getriebe ist, so viel mein Informationsstand ist, auch verbaut im MB-Truck. Ach, das war der Grund, warum das so teuer war. Auch. Ja, das ist ziemlich komplex. Ne? Das hat halt eine Rückwärtsganggruppe noch. Also das heißt, ich habe auch die 4 Gänge rückwärts. Ne? Ich kann alle 4 Gänge rückwärts schalten. Ja. Plus Split, ich habe 8 Rückwärtsgänge. Das muss man erst mal zusammenbringen. Rechne mal, wie viele Gänge ich habe. Also das kriegst du gar nicht zusammen. Vielleicht, wenn das jemand... Also nochmal 4 Gänge. So, ich habe dann 4 Ganggetriebe, ein ganz normales 4-Ganggetriebe. Ne? Ja. 4 Gänge. Die sind splittbar. Also ich habe halbe Gänge. Ja. Ne? Ich kann jetzt praktisch erst im 2. anfahren und dann kann ich den splitten, habe nochmal einen Gang dazwischen. Ja. Insofern bedeutet das, auf dem Hebel kann ich 8 unterschiedliche Gänge schalten. Okay. Die 8 unterschiedlichen Gänge habe ich in 2 Vorwärtsfahrstufen, in einer langsamen und in einer schnellen. Okay, mal 2. Mal 2 sind 16 Gänge. 16 Gänge. Ich habe 8 Rückwärtsgänge und habe noch einen zusätzlichen Kriechgang. 32. Genau. 32 Gänge. Gut, dann ist auch das Thema, warum der nur 4 Gänge hat, eigentlich obsolet. Das Coole ist allerdings, dieser kleine Schalthebel, der geht wahrscheinlich mit Druckluft, oder wie? Genau, der Zusatzschalthebel geht mit Druckluft und der ist extrem schnell. Ne? Also das heißt, und du kannst vorwählen. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwo fahre, das ist jetzt die große Gruppe, die kleine Gruppe. Ne? Also unten ist halt immer ein niedriger Gang, oben der schnellere Gang. Ich kann jetzt vorwählen und muss nur meine Kupplung einmal kurz treten und schon hat er geschalten. Du musst nichts mehr anlangen. Ja? Das ist geil. Das heißt, du kannst nur so zack, 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 hat er einmal durch. Ist sie schwer? Die Kupplung selber, oder? Nee, die ist ja auch Druckluft. Sag mal, wenn du fährst und du hast einen Leistungsverlust, die ist hydraulisch, man hört die Druckluft. Und du bist in der Düne drin, da sollte man ja keinen Abriss haben. Also in der. Ja, aber der hat ja so viel Dampf. Wir sind in der kleinen Gruppe immer 3., 4. Gang in den Dünen gefahren. Der fährt ja überall hoch, also das ist auch kein Thema. Ne? Wir haben hier eingebaut, also hier sitzt normale Bluetti Power Station zum Laden der ganzen Sache und da läuft auch die Kühlbox nachts drüber. Wir haben hier vom Offroad Money ein sehr gutes Produkt, kann ich übrigens empfehlen, eine kleine Kühlbox, weil kleine Kühlbox gibt es selten. Die kann echt was ab und die braucht fast keinen Strom. Ne? So für die Colas, für unterwegs. Und die macht kalt. Die macht richtig kalt. Also das ist, da bin ich sehr froh drum, weil die Situation ist, hier war normalerweise die Bedienung für die ganze Hydraulikgeschichte gesessen und ich habe ja was gebraucht, was da hinpasst und weil ich muss auch noch hier hingucken, weil hier ist meine Allrad Untersetzungsschalter hier, ne? Also ist für Vorgelege und Allrad, ne? Das heißt, ich habe hier relativ wenig Platz und musste mir das alles auch innen so drapieren, dass es funktioniert, ne? Ja. So, hier vorne hast du RAM. Das kenne ich schon aus der Luftfahrt. Da gibt es das nämlich auch als Halter, aber das ist was ganz Besonderes. Erklär das mal. Ja, das ist im Prinzip eine RAM-Mount-Halterung. Hier habe ich tatsächlich ein 12 Zoll Gerät. Das ist iPad. sicher da drauf. Das ist super sicher. Ja. Wenn es mal gerade mal bewegst, versuchst du mal zu bewegen. Ja, du kannst es jetzt hier im Endeffekt einspannen, ne? Dein Tablet. Ne? Nee, ist klar, aber wenn du das selbst mal bewegst, das hält. Das RAM kannst du fast gar nicht bewegen. Ne? Das ist im Prinzip hier ein Kugelsystem mit einem Greifer. Das benutzen wir immer. Ne? Das gibt es in unterschiedlichen Dimensionen. Hier ist ja noch ein 9 Zoll Gedreht drin, das wir dauerhaft haben für den Beifahrer. Und hier habe ich nochmal eine Befestigung für noch eine weitere Spielerei, eine Handyhalterung zum Beispiel oder und. Ne? So, das ist Profitechnik. Kenne ich aus dem Bereich Filmen. Also da gibt es auch unglaublich viel Rigs und so. Gibt's also auch, zum Filmen. Sorry, mir ist so kalt, mir ist gerade der Mund eingefroren, weil ich drehe schon seit einer Stunde draußen. Jetzt werden viele sagen, komm, stell dich nicht so an. Aber wir haben draußen gefühlte 2 Grad, glaube ich, bei dem Wind. Ja, und dann irgendwie so nasskalt heute. Ne? Nicht schön. So, dann, das Auto steht komplett auf 24 Volt. Genau. Ne? Also ich habe hier, da war auch so ein Baugerät, hier haben wir ein bisschen USB reingebaut, ne? Und auch die Möglichkeit, das ist mir immer ein wichtiges Gerät, die Spannungsanzeige. Das ist mein Schalter für den Tank. Also da kann ich den Tank aufmachen, dass der elektrisch umläuft, dass er automatisiert in den Fahrtank läuft. Ja? Und das ist die Zusatzdusche, die ich jetzt hier hinten nochmal mit Spannung versorgen könnte. Und ansonsten habe ich hier
Ja, einen zusätzlichen Votronic-Sicherungsblock, Plus und Minus, einfach nochmal eine Verteilung für Kühlbox oder auch für weitere Sachen. Fahrtenschreiber hat er? Ja, der hat einen, braucht den aber, ja, also ich feiere ja nichts gewerblich. Ne? Anhänger, glaube ich, wenn du irgendwas siehst über 7,5 Tonnen. Also aber auch noch Papierfahrtenschreiber der alten Baureihe. Okay. Ne? Mach mal an, bitte. Ja, Das haben wir einfach drehen, ganz normal. Ja, nichts anderes. Ne? Also das ist jetzt so auch das Fahrgeräusch. Ne? Er ist zwar präsent, aber man kann normal reden, man muss nicht schreien. Er ist schon laut. Ja, aber fahr mal einen U1300, der ist viel lauter. Also ich bin jetzt so im Fahrbetrieb, ist der recht entspannt. Sag mal, du fährst damit tagelang rum. Also ich bin die längste Etappe ist tatsächlich von hier nach Genua, die irgendwo 850 Kilometer. Und es war ziemlich entspannt. Also ich habe da jetzt irgendwo nicht gelitten. Natürlich ist jetzt kalt, der Motor ist kalt, wenn er ein bisschen wärmer wird, ist es schon ein bisschen ruhiger. Ne? Und meistens fährst du da so die Drehzahl. Ich finde es nicht laut. Also meine Frau, die würde jetzt nach Hause gehen. Echt? Also man kann sich ja auch Ohrenstöpsel. Man könnte sich jetzt einen Ohrenstöpsel noch verpassen. Ne? Nein, ich dachte so an eine Gegensprechanlage vom Hubschrauber. Kennst du die? Die kannst du machen, ja. Ja, das funktioniert wirklich gut. Funktioniert sehr gut, ja, habe ich auch. Nehme ich bevorzugt bei Rundhauben, aber tatsächlich ist, wenn der Motor warm ist im Fahrbetrieb, ist es relativ angenehm. Okay. Relativ, ja. Ich stelle mich auch im Moment gerade ein bisschen an, muss ich sagen, denn ich bin Schlimmeres gewohnt, Eurocargo. Morello ist schon laut, muss man sagen. Dann hörst du den Motor und wenn ich dann mit meinem Toyota Hilux fahre, ist das so wie S-Klasse. Das ist ja immer die Frage von, was du runterkommst. Wenn du vom Kurzhauber, Langhauber runterkommst. Dann ist alles natürlich angenehm. Ne? Aber es ist, wenn man mal Unimogs gewöhnt ist und auch andere gefahren ist, ist er relativ angenehm. Ne? So, wir machen mal ein bisschen Werbung. Das Video bitte gucken, dann ganz wichtig, abonniert German Television. Wenn ihr nicht German Television, wir haben nur 3% Abonnenten, kannst du das vorstellen? Es ist zum Kotzen. Wir haben über 9 Millionen Zuschauer im Moment, einzelne Zuschauer an 90 Tagen, 4,6 Millionen Zuschauer Stand Dezember in 31 Tagen. Und jetzt halte ich fest, nur 330.000 Abonnenten. Ja, da gibt es andere, die wesentlich weniger Zuschauer haben und über 1 Million Abonnenten. Ja, die sind schon länger dabei. Also ich habe das mir auch schon mal angeguckt. Die sind teilweise schon 10 Jahre dabei. Aber du wirst immer gemessen an den Abonnenten. Die sagen, 330.000 Abonnenten. Du musst immer auch mal das Zeitfenster sehen, in dem man das. Ja, genau, das ist ja brutal. Ne? Wir machen ja sowas in der Nische seit einem Jahr und sind da auch stolz darauf, schon fast 6.000 Abonnenten zu haben und freuen uns über jeden Daumen hoch. Ne? Ich meine, mein Appell an Leute, wenn ihr das guckt, abonniert die Kanäle. Da leben auch die Leute, die sich viel Arbeit machen, auch du. Ich staune darüber, wie viel Gas du gibst, da solche Videos rauszuhauen. Die muss man erstmal produzieren, Leute. Das ist phänomenal. Danke. Das muss man einfach machen, weil es auch ein Teil der Anerkenntnis ist. Und weil du produzierst, ja, muss man überlegen, wo gibt es denn so viel kostenfreien Content, der wirklich zur Verfügung steht. Alle anderen wollen ja Kohle dafür, ne? Richtig. Und man sollte das stützen. Ne? Also das Ziel war ja wirklich, du weißt, warum ich das gemacht habe? Also wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudere, in dem langen Format. Alle haben mich ja ausgepeitscht dafür, die gesagt haben, guck mal hier auf die Uhr, 1 Stunde 6 Minuten, ja. Warum machst du ein 1 Stunde 6 Minuten Video über einen Unimog, der umgebaut ist, weil es dafür eine riesen Millionen Zielgruppe gibt. Die wollen das detailliert sehen. Du kannst ja vorspulen, du weißt ja selber, mal interessiert dich was nicht, aber das gab's nicht. Ich habe ARD, ZDF, weißt du, da machen die so einen 3-Minuten-Beitrag drüber. Warum? Weil das die Masse offenbar nicht interessiert. Aber so ein Tatort wird dann für 5 Millionen Euro produziert oder 10 Millionen und dann freuen die sich, wenn mal 7 Millionen Leute das gucken. Aber ganz normale deutsche Technik. Ich meine, ihr seid eine deutsche Firma, die, ich muss nicht nach Amerika fahren, irgendwelche, ich sag mal, Schrauber da, wie sie alle heißen, die total cool sind, total tätowiert. Du hast wahrscheinlich kein Tattoo, oder? Nein, ich habe das noch nicht angefangen. Nein, ist ja nicht schlimm. Also ich habe ja einen Freund von mir, der hat ganz viele Tattoos, Gruß an Kai, aber das ist auch kein Problem. Aber ich sag nur, da ist so ein Mythos, der da verteilt wird, dass nur die Amerikaner sowas können. Das ist hier in Deutschland gang und gäbe. Da gibt es eine Riesenszene für, die muss gezeigt werden. Das ist alles eingetragen, alles getüft. Alles, was relevant ist, ist getüft. Natürlich ist jetzt so ein Scheinwerfer nicht relevant, weil er ein Prüfzeugnis hat. Alles, was
geprüft werden muss, ist auch geprüft, natürlich. Ja, weil viele sagen, das geht heute alles nicht mehr, das darf man nicht. Ja, es ist so, mein Appell ist immer, die Leute, man muss überlegen, man fährt jetzt auf eine Prüfstelle, hat was umgebaut und man hat seine Prüfstelle oder auch seine Ingenieure dann nicht mit ins Boot genommen. Ne? Dann ist es halt blöd. Ne? Weil mein Appell ist immer, wenn ihr was umbaut, informiert euch, nehmt jemanden im Prozess rein und sucht auch jemanden, der das cool findet. Ne? Weil natürlich ist es einfacher, 5-mal am Tag einen Golf 6 zu prüfen, als einfach sowas abzuprüfen, wo man auch ein bisschen recherchieren muss. Das können die. Ja. Also da warten die eigentlich nur drauf, dass mal einer kommt und sagt, hier, fordere mich mal. Weil das habe ich ja gelernt. Aber nicht jeder. Ne? Also es gibt Leute, die sagen, wenn ich weniger mache, mache ich keine Fehler oder wenn ich es nicht mache. Und es gibt auch welche, die sagen, das ist jetzt mal geil, dafür habe ich meinen Job jetzt auch gelernt, um sowas mit zu begleiten. Ne? Und dann kann man die Rahmenbedingungen festhalten. Natürlich, je mehr du machst, wie wir, kennen wir die Rahmenbedingungen, da brauche ich nicht mehr viel fragen. Ne? Das heißt, ich nehme aber den natürlich mit ins Boot. Jede Woche ist bei uns dienstags und donnerstags oft jemand von der Dekram Haus. Das sind sogar echt junge, super Leute. Mal vielen Dank an den Felix an der Stelle, an die Julia. Die machen das echt klasse, weil da ist auch eine Kommunikation möglich. Man kann sich abgleichen und man findet, wenn man es will, auch Lösungen. Ne? Und wenn es halt nicht geht, muss man es anders machen. Ne? Also viele Dinge, die jetzt vor einem Jahr noch gingen vielleicht heute nicht mehr so. Dann muss man wieder neue Lösungen finden, wie es funktioniert. Und was sagt die Uhr? Moment. Keine Ahnung. Wir haben es soweit, oder? Ja. Also nee, das war jetzt nicht der Grund. Ich wollte nur mal gucken. Ich hätte so ein leichtes Hüngerchen, weil wir sind ja hier an der fränkischen Grenze. Hier gibt es noch Landgastronomie. Schön, und muss man sagen, du bist wo genau im Schwestert? Wir sind jetzt genau in Hasloch bei Wertheim am Main. Ja, also so an der Ecke Baden-Württemberg-Bayern, nördlichster Punkt. Nächste Stadt? Was ist Nächste Stadt, die größere. Wir sind genau in der Mitte zwischen Aschaffenburg und Würzburg. Okay. An der A3. Also von Frankfurt fährt man eine Stunde ungefähr? Knapp eine Stunde. Das Ganze müsst ihr euch angucken. Macht Termine. Jetzt bist du... Komm, wir zeigen noch eine coole Sache. Ich steig mal aus. Du bist ja so wahnsinnig. Mal gucken, ob er auf ist. Du weißt, was ich will? Keine Ahnung. Ja. Geil, warte mal. Ich muss mal das Mikro mal ablegen. Boah, ich bin so steif von der Kälte. Das kann man das Mikro runtergeholt. So, ganz professionell. Ja. Das ist mein Windschutz. So, wir zeigen mal, was du am Samstag machst. Ja, komm. Am Wochenende. Am Wochenende. Du hast nämlich... Ich habe 2 Audis umgebaut, so mal nach Feierabend. Ne? Und zweimal A6, hässlich, Baujahr 98. Nein, der ist nicht hässlich. Es gibt viele Leute, die sagen, der ist schön. Ja, aber das will keiner mehr. Ne? Also man sieht es hier. Ne? Carbotron Winter Edition 2023. Die Vorgabe war, er durfte nicht mehr wie 500 € kosten. Die Autos sollen nicht mehr als 500 € kosten. Man muss dazu sagen, das haben wir hingekriegt hier bei dem, weil der hatte Radlagerschäden, da war der TÜV abgelaufen, der Zahnriemen war fällig. Ne? Und wir haben dann halt, eigentlich ist er vom Blech her fast noch zu schön. Wir haben dann halt ein bisschen mit Detailliebe, Craziness bewiesen, denke ich mal, in der Gestaltung. Und nachdem er ja ein bisschen lethargisch schon mit 260.000 Kilometer war, ist das Motto Pflasterfari. Ne? Also Pflasterfari. Genau. Ne? Pflasterfari, der Aufkleber fehlt noch, den machen wir noch drauf. Wir fahren mit Pflastern, weil wir mussten irgendwas machen, dass das Auto ein bisschen zusammenhängt. Hält wieder. Ne? Ja, sagen die Leute wieder, ja, Mensch, macht doch irgendwie, ne? Aber das ist jetzt tatsächlich Carbage, heißt eigentlich nichts anderes wie ein Auto aus Schrott. Und tatsächlich waren die Deckel da im Schrott gelegen. Du hast wirklich dafür 500 € bezahlt? Damals weniger? Für das Auto habe ich 500 € bezahlt, aber das Auto war... fertig. Hat einen Reparaturstau von vielleicht nochmal weiteren 500 € an Teilen mindestens. Ne? Okay, plus also wir mussten da relativ viel basteln dran. So, ja. Und dann ist der fertig. Was hat der für eine Maschine eigentlich? V6 Benziner, will auch keiner. 2,4 Liter 5-Gang-Schaltgetriebe, aber Quattro. Quattro? Ja, 4Wheel24 Quattro. Grünes Leder? Nee, der hat grünen Stoff. Und grünen Stoff? Wir haben ja noch einen, der hat grünes Leder. Also der hat grünen Stoff, aber auch hässlich, will keiner. So. Deswegen billig. Grüner Stoff. Quattro, ja. 500 €. So dann, was hier passiert? Eine Spraydose? Nee, wir haben das Original A6-Zeichen hier weggemacht mit einem sogenannten, mit so einem Kleberestentferner. Das ist so ein Gummi, den man auf eine Bohrmaschine tut.
Ja? Also, weil das Da gibt's sah nämlich schon. so ein bisschen, manche sagen dazu Staub. Keks dazu mit einem Fremdwort noch davor. Und das ist der Staub davon noch. Das haben wir gestern Abend das gemacht. Aber was war so ein Keks? Da gibt es so. Sag's. Ja, also man sagt dazu im Volksmund Negerkeks zu diesem Reinigungsgerät. Das sagt man auch schon ewig, oder wie? Schon ewig her. So, das ist jetzt der Mohrenkeks. Genau, Oder nee? Mohrenkeks, damit kann man die restlichen Klebereste runterbürsten, ohne das Auto zu beschädigen, weil hier war auch noch ein Audi-Zeichen. Und ich habe gesagt, wir machen die Cleanen, nennt sich das Ganze. Cleanen, okay. Ja, ist ein bisschen schwachsinnig, aber ich brauche das so ab und zu mal. Und ich habe mir im Winter Schweden und Norwegen so ein bisschen geführt mit ein paar Bekloppten, mit solchen alten Autos. Das war mal ein Reiz. Also macht man das einfach mal. Ob man es dann braucht oder nicht, sehen wir danach. Kann ich in einer Woche mehr dazu sagen. Fand ich aber gut, dass du eben nicht gesagt hast. Trotzdem, die Leute, die das hören, es gibt so Wörter, die sind einfach so alt, so einfach so drin gewesen. Das ist so, aber das ist jetzt politisch nicht korrekt, aber es heißt halt so. Und im Endeffekt ist es ja nicht verwerflich, weil außerdem, das es Wort kommt gibt's ja, nicht, ne? demnächst ist es auch weg in der Sprache. In spätestens 30 Jahren ist es weg. So, ich guck mal gerade, das Auto, wirst du das wieder zurückbringen mit größter Wahrscheinlichkeit? Ja, also ich denke, wir haben uns da Mühe gegeben, technisch alles so ganz genau so weit gut zu machen, dass die wirklich fahren. Ja? Also dass die das machen, wir fahren vielleicht 4.500 Kilometer jetzt in einer Woche. Und das So. werden die schaffen. Große Promotion, muss ich sagen, für eine Firma, die es aber wirklich verdient hat. Sie heißt 4Wheel24, wirklich. Ihr habt viele hochmotivierte Mitarbeiter. Ich filme gerne bei dir, muss ich sagen. Ich filme bei allen Kunden gerne, muss ich sagen. Aber bei dir freue ich mich immer abends über das Abendessen. Da lade ich regelmäßig ein, muss ich sagen. Dafür zahlst du, glaube ich, das Hotel. Aber ich sag mal, sowas mal zu zeigen, detailliert so. Und deine Storys, die gehen ja nicht aus. Das ist ja das Schlimme. Ja, ich bin halt, denke ich mal, passioniert in dem, was wir tun. Ne? Ich bin Wir zeigen uns morgen, das werden wir heute nicht mehr schaffen, weil jetzt wird es langsam dunkel, das Fahrzeug hier. Und das ist ein neues Projekt. Das ist ein Projekt, was ein laufendes Projekt noch ist, ein 1226. Wir haben daneben aber noch was stehen, das entscheiden wir mal dynamisch morgen. Wir haben daneben noch ein For Sale stehen, nämlich ein ganz besonderes Fahrzeug, den Magnus Carus. Sag mal, also den machen wir morgen? Den können wir morgen machen und den nebendrin, den Bammel, können wir auch noch machen. Bammel, Magnus Carus, ja, das Auto vom Bernd. Der Bernd ist sogar da, der kann uns da ein bisschen sogar unterstützen. Der Bernd ist drin. Keine Ahnung, ob der Bernd drin ist. Der Bernd ist drin. Ist der Bernd drin? Der Bernd ist drin. Guck, da Bernd ist drin. Da ist der Bernd. Klopfer. Der Bernd ist da. Der Bernd ist drin. Also morgen gibt es Magnus Carus mit dem Bernd. Hi Bernd. Das ist So. richtig, hallo. Boah, ich habe 1 Stunde draußen gedreht. 1 Stunde und 16 Minuten. Und wir haben gerade das Auto gezeigt. Das ist ein geiles Auto. Ja, es ist ein bisschen crazy, wie der Typ auch, der es fährt. Und wie alles passt. Es passt so vor wie Ich wollte gerade sagen, man muss ja hier dazu passen, oder? Ja. Sonst fühlt man sich nicht wohl. Magnus, ist das geil, weil ich zeig's mal. Sag mal, wir können ihn eigentlich mitnehmen heute Abend, oder? Zum Essen. Machen wir. Wir nehmen mit, ja. So, stell dich mal kurz vor. Ich meine, wir werden morgen alles erfahren, aber du bist wer mit Vornamen? Ich bin der Bernd. Bernd. Genau. Du heißt wirklich Bernd. Ja. Es gab ja früher so einen Namen, oder? Ja, aber das 77 war der aktuell und den gibt es immer noch, genau. Ich heiße Sven und irgendwie, aber im Moment die Kinder in der Kita heißen nicht mehr Bernd, oder? Nee, genauso wenig wie Sven. Ja. Danke, das war die große Retourkutsche. Das ist ja geil. Aber was ist nochmal die Intention hier nochmal von von dem Dekor? Das ist alles ein bisschen abgefahrener, oder? Ja gut, wenn es ganz so eintönig und nur mit schwarzen Streifen ist es natürlich auch ein bisschen langweilig, macht jeder. Und die Idee von meiner Frau war, wir wollen ein bisschen sympathisch rüberkommen und es funktioniert sogar, egal wo man sich hinstellt. Ich bin jetzt übrigens gar nicht sympathisch rübergekommen, weil ich gefragt habe, der Name ist in der Kita nicht mehr da. Ja? Das Geile ist aber, der kommt wieder. Weißt du warum? Der Sohn meines Schwagers, der heißt jetzt wieder Arno. Und der Name war früher, kannst du dich noch daran erinnern, in den 70ern hieß jedes zweite Kind Arno. Das ist richtig. Es kommen ja viele, ich sage jetzt mal, alte Namen plötzlich wieder. Aber so ist es ja auch mit den Klamotten. Das, was irgendwann mal völlig out wieder war, kommt halt irgendwann wieder, gell? Ja, das ist so. Also ich kenne auch viele Bernds, muss ich dazu sagen, aber ich habe einen Schwager, der heißt Bernhard und den habe ich einmal Bernd genannt. Kam nicht gut an? Nee, kam nicht gut an. Hat er gesagt, nee, das lag aber daran, dass wir beide gemeinschaftlich einen Bernd kannten und den fand er nicht gut. Ja, vielleicht lernt er mich jetzt dann kennen. Was Und machst dann geht's wieder. du jetzt so im normalen Leben? Du bist wahrscheinlich schon fertig, bist Privatier?
Das wäre der Plan. Ja, nein. Wir dürfen arbeiten, sind selbstständig und bestücken Leiterplatten. So, und das können wir uns ja mal angucken. Du bestückst Leiterplatten, Genau. diskrete oder SMD? Oder? SMD. SMD. Von Hand? Nein, mit ein paar Automaten, sonst geht das heute nicht mehr. Okay, ich wollte ja mal fragen. So, cooles, geiles Auto. Werden wir morgen machen, ja. Erstmal vielen Dank, Bernd. Und ich nehme es nochmal zurück mit dem Bernd, denn aber du weißt, wenn du nicht polarisierst bei YouTube, hast du keine Chance. Ja, da hast du keine Einschlagquote, musst du immer sagen, ey, wie geil ist das denn? Was ist das eigentlich, was wir morgen erfahren werden? Das hier? Die gelben Dinger? Die gelben Dinger. So Anzeiger dafür, ob sich was verstellt hat, ob die Schrauben noch alle zu sind. Ist so ein Hingucker. Ne? Ja, das ist die Truma, die läuft. Ne? Truma Diesel ist drin, ja, sehe schon. Dann hast du richtig ganz viele Zutaten. Das ist einer der üppigsten Iveco 9016, die wir gebaut haben. Na, und ich darf schon verraten, vielleicht steht er in Kürze oder ziemlich sicher steht er in Kürze zur Disposition. Okay, das heißt also, Bernd kriegt gleich was Neues. Der Bernd ist crazy, der braucht Aufgaben. Ja. Der hat ein Auto und da werden wir mal ein cooles Video machen. Also wenn ihr da Interesse dran habt, heute ist der 1. Februar 2023. Erstmal vielen Dank, Bernd, vielen Dank, Tobias. Ja, Tobias. Und wir sind gerade in Bamberg. Du kommst gar nicht so weit weg, muss ich sagen. Also meine Frau, die ist aus Lichtenfels, das kennst du? Genau, kenne ich auch. Ja gut, das sind gute 100 Kilometer. Von davon weg. So, bis denn, wenn ich hier allein schon hier den Schnorchel sehe, mit dem Sandfilter hier oben drin, da werden wir morgen ein bisschen mehr erfahren. Machen wir. Tschüss. Sehr gerne. Danke. Tschüss.